Note for Broadcast. Let's go, Leute, neues Spiel. Was ist ein typischer Klischeename für einen, für jemanden, der in der Regie sitzt? Das sind ja immer dann die No-Names, die keiner kennt, aber die Masterminds hinter allem. Es ist kein Stefan Raab oder so, sondern es ist der eigentliche Showmaker. Der Ich bin hängen geblieben. Dan Schneider einfach. Ja, let's go. Oh, ihr seht gar nicht das Menü die ganze Zeit, ne? Perfekt schon. Schon perfekt angepasst. Story-Modus. Intern. Achso, das ist der Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich, ne? Erlebe die Geschichte ohne Hektik. Mechaniken, die nicht übertragen sind, deaktiviert. Die Zuschauer sind sehr... Was für keine Mechaniken? Weniger herausfordernde Mechaniken. Ja, ich empfohlen. Ich denke mal, wir machen empfohlen. Der Showrunner, Benutzer definiert. Wir machen, denke ich mal, empfohlen. Ist das sehr laut? Ja, ne? Showrunner klingt wie Snowrunner. That's all coming up on tonight's National Nightly News. Das sollte heute nicht passieren. Das sollte heute nicht No Signal stehen. Regina, auch, ja, die guten Regina und Katharina sitzen hinten und leiten die ganze Show, ne? Bin gerade eingelöst und habe richtig weirden Stuff geträumt. Ach, eingedöst. Tag 1. Die Wahl. Oh, wird das so ein politisches Ding? Ich kann nichts klicken. Oh mein Gott, ich hoffe nicht, dass gleich die Tür aufgeht und dann kommt der Freddy rein und schreit mich an oder so. Ah, sickes Foto. Toni. Hi David, I have a call for you. I'm just putting it through. Alright mate, Dave here. Listen, I know you've only come in to clean up the place, but I've got a bit caught up, so man sieht, das ist auf jeden Fall ein männlicher Arbeitsplatz. Nach links. Right, look up at the top. That colored bar is your audience. You want to keep the viewers going up and not down. Ich mach doch die Viewzahlen immer extra aus. That's what the viewers are seeing at home. It's only a couple of seconds behind the master screen there in the middle. That's the one you control. Now the four small screens on the left show the different signals coming from the studio, and you can choose between them using the numbered buttons on the vision mixer at the bottom left. Kann ich das Tastatur Don't benutzen? worry, I'll talk you through it and you'll pick it up in no time. Now, Hey Draghi. have a look to your left. These plugs control everything in the studio. I've left them set up for you, so provided you haven't fiddled with them, all you have to do now is throw the master trip switch and we're in business. Once you've got the power on, face the front again. You can see on the broadcast screen that we're in the end titles for the show before us. Fortunately, they go on for fucking ages, so there's plenty of time for me to explain... Oh, right, okay, they're over, so we haven't got long now till the broadcast. Right, quickly, mate, look down under the desk. You can see a load of videotapes on the left. Mein Salatwochenmagazin. Pick any three and load them into the machines on the right. When you've done that, look up to the front again. Okay, wir trainieren mit Hamsleeves, der verrückte Neil. Ja, der verrückte Neil. Verrücktes Vorweihnachtsangebot. Ja, wir machen das dahin. Besuchen Sie Bumley. Ja, was steht da? Ein unentdecktes Urlaubsjuwel für den kleinen Geldbeutel, wenn es keine anderen gibt. Ja.
Mein Salat. Corn and mayonnaise? Wochenabo für Lesegenuss, der das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Yeah. Hurry up, mate, load the ads. The broadcast is starting soon. Right, quick as you can. Select screen 1. 4. Good evening, I'm Jeremy Donaldson. Our main stories tonight. Okay, we're all good. Next thing is going to be to throw to the news titles on screen 2. There'll be a countdown, but I'll count you in as well. Just relax, mate. It's all gravy. Buys Honest Andy's Totally Independent. Countdown, and corners the Countdown, car market. Countdown. Top in sports personality. Da war doch der Countdown oben. And a spoonful of sugar. Megan will be chatting with movie star Lawrence Blunderclatch about his new movie, The Medicated. And, of course, we'll be going live to Advance Headquarters. Ach, jetzt kommt der where Countdown. the leaders of this fledgling party have to say on their historic route. Right, button That's 2 all coming up on in tonight. 3, National 2, News. 1. Lovely, mate. Next thing is to throw back to Jeremy with button 1 when that globe in the middle shrinks down and vanishes. Das schaffe ich. Here it comes. Switch to screen 1. Lovely, mate. But first, the votes are in and it's a decisive game for Advance. A bit of interference around this time, mate. Keep your eye on the machine at the bottom right. Use that slider that's flashing or your scroll wheel to move the wave up and down, keeping the green bit in the white bit. But critics have accused him of a severe lack of actual policy But why? and of being deliberately vague. The opposition parties have all conceded Wir Dixon, hey, danke für 5 Monate. but Hi. have yet to appear publicly. However, Hurry up, mate. We're losing audience. Little knob or scroll wheel. he comments that we have all been seduced by the shiny wrapping paper. Job Einmal done. bitte nicken, wenn dein Schnauzer dir gefällt. Done. Job done. Job done. Job done. Megan Wolf will be speaking to a man whose grapes certainly aren't sour. The international heartthrob and inexplicable box office sensation that is Lawrence Blunderclatch. And later in the program, we'll be going live to Advance HQ. Ach, die Untertitel kommen die ganze Zeit mit. And 3, 2, 1. Advert. 1 minute back, everybody. Jeremy, I need you to fill after the ads. What? Why? Wanker Snatch is running late. I thought I'd ask him about the election. Ich glaube, ich habe eine Werbung gestartet. Kann das sein? Ach, da sind die Kassetten hier. Same policy we use with you. I thought that was our little secret. It's all right. He doesn't remember anything I tell him. I'm deeply uncomfortable with your burgeoning friendship. Love you too. Yeah. Collection week by week and very soon. Wicked. We made it to the first ad break. You're doing great, mate. But this is where it starts getting a bit trickier. This next sequence is what we call a multicam sequence because you're going to be cutting between multiple cameras to keep things interesting. A lot of it's down to personal taste, but here's 3 good rules of thumb. 1. Try and keep the shot on whoever is doing the talking. 2. Don't stay on the same shot for too long, 10 seconds at the most. So if you're on the person who's talking, try and throw in the odd reaction shot or pull out to the wide shot for a bit just to keep it interesting. 3. Don't stay on reaction shots for too long. A couple of seconds is usually enough. Then the audience want to see who's doing the talking, yeah? Stick to these rules and you'll be fine. Ich bin überfordert. It's not as complicated as it sounds. You've seen Lauter? programs on television, haven't you? Make it look like those. Might as well get screen 1 selected now. No need to wait for the broadcast to start. Das klingt sehr stressig, ja. Quiet in the studio. Your crunchy cube. Thank you so much. Carby Bears. 10 seconds, everybody. This exclusive offer is available for a limited time. Going in 5, 4, 3. Welcome Screen back to the one, National Jeremy. Nightly News. Ich dachte, das Logo läuft noch Later we'll be durch. hearing from shock election winners Advance. But first Get up, ready to go to Hollywood Megan reporter on screen Megan 4. Wolf is here with a star of both stage and screen. Megan? Thank you, Jeremy. Megan Wolf, culture correspondent. And today I have a guest who starred in everything from Shakespeare Right, to go the to shop Blunderclatch on screen 3 when she says his name. by none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh, my dear, I do hope you believe me when I tell you that being with you here today is a moment. Switch to 2 for the wide now.
May I say, having you here with us is among ours. Ich darf ja nicht länger als 10 Sekunden, ne? Stay on whoever's talking. Your latest movie, which is called The Medicated. The medicated? Yes. Wow, what was that like? Well, as I said to Peter at the Rap, that's Ich komm nicht Peter hinterher. Jensen, the Give director. us a look at Megan's reaction. Lovely. Now back to Thunder Twat. I've worked with him on several movies, all terribly successful. I said to Peter, what a wild ride this has been. And do you know what, Megan? I really meant that. Wow, that is fantastic. And am I right in saying that the character you play in this movie is quite a... Ist das gut? Absolutely right. A scientist. Was that a challenge at all? What exactly are you implying? But seriously, yes, you're right. It was a complete departure from my Ja, als ob alle abschalten direkt. played Sergeant Brock Rockman in Bullet Man. You'll remember that was the Been on that show a bit long. one soldier's fight for a love that surpasses all others. A love, of course, for freedom. I think it's grossed over $1 billion, but honestly, who's counting? It's a role that saw you scoop 2 Best Actor awards, if I remember correctly. It's so sweet of you to mention it, but I really am not in it for the awards, although those 3 little statues do take pride of place on my mantelpiece. With all the others, I'm sure. So, if you're not doing it for the awards, what is it then that Was drives? Zensor? That is a beautiful question, Get Megan. back to who's And not easy talking. to answer, Megan. Like you, I'm afraid. Cut me, and I will bleed. And Kurz SOS-Code that's how it eingeben. feels, doesn't it? Doesn't it? Bleeding, giving, suffering for one's audience. I suppose in the end, I do it for the difference it makes. I do it for the people that I inspire. The little people. But most of all, I think I do it for the positive change that I can bring about in the world. And today, of course, we're in for some real change, it looks like, in the coming few months. What do you make of this historic election result? Oh, well. Mach ich das gut? Well, now you're asking. Historic election result. Indeed. Historic is the word. Well, it's difficult, isn't it? Very difficult. But I think I've always been quite clear that when it comes to politics, Ist ja mega stressig. always strive. Aber jetzt habe ich Bock. Leute, ich glaube, ich orientiere mich um. Fuck things up. Shit, he swore. Der wie sie geguckt hat. I said fuck. Shit, he did it again. Okay, don't panic. I'll explain how to deal with swearing at the The break. Medicated, which opens next Okay, ich muss Shit I've swapped zensieren. a shot of Jeremy on screen 1 for a VT of the movie clip. You'll get a countdown on the screen, but I'll just let Megan cue you in. My character, Dr. Lance Hemlock, is faced with a decision that could affect humanity's very survival. Exciting stuff. Let's take a look. Exciting stuff. Cool, looks like Blunderclatch is Rastet in the komplett studio, ab. but we ain't got time for that. There's more interference coming. It's a bit trickier this time, mate. Use that little flashing joystick to the left of the knob, or hold down your middle mouse or Alt on your keyboard, and as the frequency changes, match it to the white bit by dragging right. Schalter auf 4. Now we're gonna squash the frequency back by dragging left. Ja, aber als ob die alle abschalten würden. Imagine, wenn du so einen Sender schaust und da passiert gerade irgendeine richtige Scheiße hinter den Kulissen und du schaltest einfach in der Regie da drauf und die ganze Welt kann das sehen, als ob die alle abschalten. Als ob. Ja, ich habe schon oft umgeschaltet auf 1. Moment, was? So. Wieso hat er sie jetzt einfach geslappt? Wieso hat er sie einfach geslappt? Und hey, Paul. Als ob ich komplett von vorne machen muss. We've made it to the first ad break. You're doing great, mate. But this is where it Sie starts sind in der getting ersten a bit Pause. trickier. This next sequence is what we call a Als multi-cam ob. sequence, because you're going to be cutting between multiple cameras to keep things interesting. A lot of it's down to personal taste, das but vorspulen? here's 3 good rules of thumb. 1. Try and keep the shot on whoever is doing the talking.
2, don't stay on the same shot for too long. 10 seconds at the most. So if you're on the person who's talking, try and throw in the Vielleicht hätte man das auch irgendwie anders. pull out to the wide shot for a bit, just to keep it interesting. 3, don't stay on reaction shots for too long. A couple of seconds is usually enough. Then the audience want to see Ja, who's doing Spielmechanik it. macht das schon Sinn, aber ja, irgendwie You'll be fine. It's not as complicated as it sounds. schon dämlich. You've seen programs on television, haven't you? Make it look like those. Might as well get screen 1 selected now. No need to wait for the Yo, ciao, broadcast to nigga. start. Try and stay ahead, mate. Quiet in the studio. Your crunchy cube. Thank you so much. Carby best. 10 seconds, everybody. This exclusive offer is available for a limited time. Counting in 5, 4, 3. Welcome back to the National Nightly News. Later, we'll be hearing from shock election winners. Und nochmal von France. vorne. Au. But first, Get our ready to go to Hollywood Megan reporter, on screen Megan 4. Wolf, is here with a star of both stage and screen. Megan? Thank you, Jeremy. Megan Wolf, culture correspondent. And today I have a guest who starred in everything from Shakespeare Right, to go the to shot Blunderclatch film on screen 3 when she says his joined name. today by none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh, my dear, I do hope you believe me when I tell you Alter, dieser Griff auf die Hand. you here today is among the Switch to 2 for the wide now. May I say, having you here with us is among ours. Right, now just try and stay on whoever's talking. Your latest movie, which is called The Medicated. The medicated, yes. Wow, what was that like? Well, as I said to Peter at the Rat, that's Peter Jensen, the director. Do you know him? He's a wonderful chap. He Give us a look at Megan's reaction. Lovely. Now back to Thunder Twat. Terribly successful. I said to Peter, what a wild ride this has been. And you know what, Megan? I really meant that. Wow, that is fantastic. And am I right in saying that the character you play in this movie is quite an academic one? Absolutely right. A scientist. Was that a challenge at all? What exactly are you implying? But seriously, yes, you're right. It was a complete departure from my last starring role when I played Sergeant Brock Rockman in Bullet Man. You'll remember Alter, that guck that grad die was Kamera, a true scheiße. story of one soldier's fight for a love that surpasses all others. A love, of course, for freedom. I think it's grossed over $1 billion, but Mach ich zu viele? It's a role that saw you scoop 2 Best Actor Awards, if I remember correctly. Okay, komplett fasziniert. Nee, ich komme halt nicht. Ich kann gerade nicht so viel in den Chat schauen. Been on that shot a bit long. Weil ich hier die Kameras die ganze Zeit achten muss. With all the others, I'm sure. So, if you're not doing it for the awards, what is it then that drives you? That is a beautiful question, Megan, and not easy to answer. Like you, I'm afraid. Cut me, Hört sich schon nach einem Trash-Film an. and often that's how it feels, doesn't it? Doesn't it? Bleeding, giving, suffering Und hey, for Tipsy. one's audience. I suppose in the end I do it for the difference it makes. I do it for the people that I inspire, the little people. But most of all, I think I do it for the positive change that I can bring about in the world. And today, of course, we're in for some real change, it looks like, in the coming few months. What do you make of this historic election result? Well, now you're asking. Historic election result. Indeed. Historic is the word. Well, it's difficult, isn't it? Very difficult. But I think I've always been quite clear that when it comes to politics, that one should always strive to not fuck things up. Shit, he swore. Oh, well, don't worry, he won't do it Ich again. hätte Shit. Fuck. Again. Okay, don't panic. I'll explain how to deal with swearing at the break. Medicated, which opens next week. Right, they've swapped the shot of Jeremy on screen 1 for a VT of the movie clip. You'll get a countdown on the screen, but I'd just Hey, let jetzt kommt wieder der Megan Film. My character, Dr. Lodz Hemlock, is faced with a decision that could affect humanity's very survival. Exciting stuff. Let's take a look. Exciting stuff. So, jetzt muss ich irgendwas hier zensieren, oder? She's losing it in the studio, but we ain't got time for that. There's more interference coming. It's a bit trickier this time, mate. Use that little flashing joystick to the left of the knob, or hold down your middle mouse or Alt on your keyboard, and as the frequency changes, match it to the white bit by dragging
dragging right. Get the speed right. Now we're going to squash the frequency back by dragging left. No, we mustn't. Think of Carol. Das unten rechts habe ich nicht gesehen, dass ich das hätte machen müssen. Dein Gesicht, was ist mit meinem Gesicht? Next we're going to change the amplitude. Same as last time. Little joystick or hold Alt or middle mouse and this time push upwards. Upwards, mate, upwards. But I didn't listen. Doctor, I'm drowning, Lance, you said. you need to see this. Right, now let's match it back by going downwards. Du hast recht, das Ding, das check ich nicht. Also ich check das schon, die Mechanik, aber das ist ja komplett Trash. The virus. The sterility. This formula. This is the key. Stop it all. Not bad, you'll get it with practice. We have to ask ourselves. Ja, das ist eine Ausszene das ist wahrscheinlich Trailer oder sowas. Ne? Sieht mein Schnauzer so schrecklich aus, dass ich zensiert werden muss? Right, I guess I better explain how to deal with bleeping out swear words. Werbung! As you probably notice, the broadcast screen here is about 2 seconds behind the master screen here. Ja, ich habe ein B bekommen, Leute. Die Zuschauer lieben mich. Liebt ihr mich auch, Chat? You'll hear that swear word going out on the broadcast, and you need to hold down the bleep button or the spacebar on your keyboard for as long as the swear word lasts. It can take a bit of practice getting used to hearing two things at once. Okay, zensieren kann ich mit Space. Get it. And if you can't tell when to bleep, just above the button, you'll literally be able to see the sound scrolling by. All you gotta do is hold it down while the red bit is over the red line. Simple. Of course, if you do it by eye, you'll have to take your eye off the screens. That's why real professionals do it by ear. Most people like to have the volume of the broadcast screen a little bit below the master screen. Let's set it now. Aber wann kommt Freddy? Wann kommt Freddy? Mate, if you don't turn up the broadcast volume, you won't be able Achso, ich to soll time lauter your machen. bleeps. Good. You're set to start censoring. Like I say, it takes a little practice, but I'll try and help you through it, and soon we'll have you bleeping like a pro. Remember, button lights up, count 1, 2, and hold it down. Remember to select screen 1 now that you've got the feed. Don't wait for the broadcast to go live. That's too late. You can use the number buttons on your keyboard, 1 to 4. Seriously? We've had worse. 5, 4. Ich mache alles über Tastatur. 3. Welcome back. And I'm told we can now go live to advance headquarters. And I'm told we can now go live to advance headquarters. Where the two leaders, Peter Clement and Julia Salisbury, are about to make their acceptance. Cut to the outside broadcast. Oh shit, he's pissed. Get ready to bleep. Well, thank you all for coming. Thank Wieso ist jetzt das rechte so laut? Where do I start? They said we couldn't do it. They said we couldn't do They it. certainly did. You low-down, lying, southern bastard trick they had against us. But you, the people, Hä, right people there, you saw I'm right. sorry about the language there. Sorry about the language. Sorry about that. I've had a couple of celebrations. Coarser than the ground is Spanish. Audience is getting Coarser bored, than the mate. ground is Achso, ich soll die Dinger wechseln. Spanish. Memorably. totally But to be missed honest, that. who can blame Peter for celebrating? To be honest, who can blame Peter for celebrating? Aber wieso höre ich jetzt beide so laut? Kann ich das leiser machen? Heard us say that Advance are not a political party. Ja, ne? A party is what you have when things are going well. Mix it up a bit, eh? When the country is suffering, you don't need a party. You need a team. A team that can change things. But today is day one of a new future. A better, fairer future. So perhaps we should all be celebrating. Except for the rich. For them, the party's over. They shouldn't be celebrating. They should be putting their shitting pants on and opening their dusty checkbook. Again, Gotta get the colourfully whole word. put, but not inaccurate. Get back to who's Before we talking. came out here to address the nation, we used our executive Wieso funktioniert das nicht? Das Zensieren. Muss ich wirklich 2 Sekunden warten? powers to pass the Assets and Wealth Act,
Working with the tax office, we have produced a definitive list of every person in the country with wealth into the millions. You know the sort of probably you rather you don't. Because the likes of you and me are not welcome in their gated communities. Tomorrow, we will be introducing a sweeping reform of the tax system in this country. No more hiding wealth offshore, no more trust funds or creative accounting. A simpler, fairer, unavoidable set of tax laws. So, all you bastard public school snobs have got nowhere to hide. And earlier today, Snobs ist böse? you revoked your passports. You want them back. You want to leave like you threatened before the election. That's fine. But first, you're going to pay up. You're going to pay back. Advance are going to turn this country from a nation of warring individuals Ein Bastard gesagt, oh. to properly fund health and education, to raise the living standards of us all. The pundits said we'd have to raise billions. But you'll see when we've reclaimed what's ours, that's absolute ferret shite. So to you posh twats, The people who pay Ich drück doch Zensur! drinks in their private clubs, the people whose children you raise. so they've got time to get even fucking richer. Advance have this to say to you. Hold it down a bit long there, Today. mate. We are coming for your sports cars and your mansions and your vineyards. It ends today. We will put the wealth of this country back where it should have always been, in the hands of the people who created it. It ends Too long on this, mate. today. Yes, it ends today. And tomorrow, we'll start making it fair again, just like we promised we would. And until then, ladies and gents, Ja, aber wenn ich beide Bilder höre, dann ist das zu viel. Dann komme ich beiden hier nicht hinterher. Ja, der Zensor leuchtet auf. Leute, mit der Maus drücken auch noch. Leute, was... Ich drück mit Leertaste. Erstens. Und zweitens, wenn das Ding aufleuchtet, dann darf ich ja noch nicht direkt drücken. Habe ich ja schon gemacht. Ich muss ja eigentlich darauf achten, wenn es auf dem rechten Bildschirm kommt, nicht wenn es aufleuchtet. Wenn er das quasi auf dem rechten Bildschirm sagt. Und dann gucke ich immer auf die Untertitel und hoffe, dass ich dann das erreiche. Aber die Untertitel geben keinen Sinn, sondern weil er ja im Englischen was anderes sagt, als im Untertitel steht. I suggest we all get pissed. I can't argue with that. Pissed. Thank you for your time. Well, Ich muss beide laut haben. interesting acceptance speech. And our apologies for the fruity language. And our apologies for the fruity language. Bleeped out for you in time. If not, bleeped out for you in time. Schau die Lautstärke über dem Button, da siehst du es genau. As the country braces itself for new government, as the country braces itself for Was? the national nightly news from us this evening. We'll be back tomorrow news with full coverage of the first day under advance. With full coverage of the first day under advance. Have a Werbung. peaceful Jeremy Donaldson. Have a peaceful. You've already got the hang of it, have you? I suggest you get some practice in, have another go, that sort of thing. I wish I could help you more, but I'm out of it. This Ja, mir ist schon klar, welcher Regler für was ist. Aber ich habe, Leute, hört ihr mir überhaupt zu? Ich habe extra den rechten Regler runtergefahren, weil es ist ja auch eine Story. Leute, es ist ja auch eine scheiß verdammte Story, der man folgen möchte. Und ich möchte der Story folgen, aber ich kann nicht der Story folgen, wenn beide gleichzeitig reden. 2 Sekunden versetzt. Deshalb habe ich den rechten Bildschirm ausgemacht und habe versucht zu zensieren anhand der Untertitel, damit ich trotzdem die Story verstehen kann. Ist das so schwer zu verstehen, was mein Struggle gerade ist? Am I dying now or something? You should be so lucky. I'll see you tomorrow night. Not coming for a drink? Nope, got a date. Lucky you. Try not to get murdered. Übertragung abgeschlossen. Ich habe ein E bekommen. Sehr gut. Das war das Tutorial. Jetzt kommt das Game. Jetzt wird richtig reingeschissen. 3 pages. This first page shows you how well the broadcast went. Each sequence and an overall grade. Remember, grades mean bonuses. Ah, das ist der They Teletext. keep the boss happy. If you want to know more about how it went, select more info. If not, select continue to move to the Ah, das next ist der page. Teletext.
have overall. That bollocks at the bottom shows you the financial state of our main advertisers. But you don't own any fucking shares, you're a cleaner for God's sake, so why would you care? Aktuelles Vermögen, lähmende Schulden. This is the last page and it tells you the state of the world. Tells you how well the government's doing. And down the bottom there, this one's Erstmal Gehaltskürzung, tells you ja. what Channel 1 currently thinks of you. In other words, what the boss thinks. Alright mate, welcome to the archive. This is where you can have a quick look back at what you've done and how it looked to the public. There's 3 sections: broadcast, rushes and adverts. Let's start with broadcast. Click on it now. Over on the left, that's all the broadcasts that you've done. Click on any one of them and hit load tape. Once it's finished loading, you can use the rewind and Suche fast eingeben. forward at the bottom Liebe. there to help you get to the bit you want to see. David. Maxine. Oh, scheiße. Ich will nicht nochmal das machen. Löschen einfach. Muss ich das nochmal machen? Right, click on rushes and let's have a look at those. Right, this is the rushes room. It's pretty simple. The 4 screens you can see, they're going to show you the 4 signals you got from the studio during the actual broadcast. Difference is you can mute any combination of them so you can have a listen to the stuff you weren't allowed to show. Select the broadcast and give it a go. And when you're done listening to the backstage secrets, hit back. Prawn and mayonnaise? You know seafood makes me come out in pustules. Yeah, thought it might increase our viewing figures. Every day. These are Ja, okay. Beenden, denke ich, ne? Oder fortsetzen. Holy shit, ist das laut. Ja, du kannst leiser machen bei dir. Dann ist das nicht mehr so laut. Und hey, Griffith, was geht ab? Doch mal Tag 1? Ach, Tag 3, okay. Würde schon sagen. Ein unerwartetes Formular. Ich dachte schon, ich kann jetzt laufen oder so. Aktuelles Vermögen, Schulden. Sehr gut. Als du nach Hause kommst, liegt Post auf der Türmatte. Das meist davon nur der übliche Müll. Aber ein Umschlag sticht dir ins Auge. Das Team möchte dich kennenlernen. Deine Neugier ist geweckt. Du öffnest ihn. Es ist ein Formular der neuen Advance-Regierung mit der Bitte um Informationen über alle Bürger. Die erste Seite wurde bereits ausgefüllt. Alex Winston, Sam Winston, Kinder, Charles Winston, okay. Tja, denkst du, das Wesentliche stimmt schon mal? Du denkst es. Die restliche Frage musst du selbst beantworten. Sie scheinen alle verpflichtend zu sein. Frage 1. Am ersten Tag in einem Job würdest du freundlich auftreten und dich mit deinen neuen Kollegen bekannt machen? Produktiv sein und dich sofort an die Arbeit stürzen? Es langsam angehen lassen und dich erstmal mit dem neuen Arbeitsplatz vertraut machen, mit Freunden in Erinnerungen über vergangene Jobs schwelgen. Ich würde direkt arbeiten gehen. Let's go. Frage 2. Ein Kollege aus einer anderen Abteilung gesteht dir vertrauliche Informationen mit nach Hause genommen zu haben. Jetzt fehlt eine eher unwichtige Akte. Du würdest deinem Kollegen helfen, den Regelverstoß zu vertuschen, deinen Kollegen überreden, es zu melden, deinem Kollegen versprecht es, niemandem zu verraten, den Regelverstoß sofort an deinen unmittelbaren Vorgesetzten melden. Worum geht's in dem Game? Keine Ahnung, ich habe es gerade gestartet. Kommt drauf an, wie wichtig ist mir der Kollege. Mag ich ihn nicht? Geht es um einfach nur irgendeinen Arbeitskollege? Also ich würde sagen, denke ich, er soll es. Ich würde ihn überreden, es zu melden. Ja, aber auch wenn es ein unwichtiges Formular ist.
Es sind vertrauliche Infos. Ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Deshalb würde ich sagen, yo, geh die Scheiße melden. Lass mich in Ruhe. Ich will halt nicht das vertuschen, dann gehöre ich ja dazu. Zu sagen, ich werde es niemandem verraten, ist ja auch, man steigt dann auch irgendwie ein. Und direkt petzen ist ja irgendwie auch doof. Deshalb sage ich, yo, geh melden. Du Schwein. Und hey, Ace. Heute wurde eine gesamte Abteilung wegen ihrer durchgehend unzureichenden Leistung gefeuert. Dein Boss hat neue Ziele festgelegt, die deutlich höher sind als die alten. Du würdest deinen Arbeitsplatz um die gleiche Zeit wie immer verlassen, länger bleiben und um die erste Frist auf jeden Fall einzuhalten. Früher gehen, um dich im Pub mit deinen Kollegen über die Veränderung zu unterhalten. Früher gehen, um Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Ach so, ob ich jetzt quasi Angst habe, auch gefeuert zu werden und dementsprechend mich anpasse und jetzt irgendwie mehr arbeite oder sowas. Vor allem früher gehen. Ist das nicht egal? Früher gehen zum Pub oder früher gehen zur Familie? Ist das nicht egal? Weil gerade geht es ja nur hauptsächlich um den Job. Ist nicht das und das Gleiche? Vor allem das ja auch. Nee, okay, die gleiche Uhrzeit gehen. Ja, ich würde einfach um dieselbe Uhrzeit gehen. Wenn ihm das zu wenig ist, dann ist das halt so. Ich habe meine Arbeitszeiten. Ich halte mich dran. Du und deine Familie wurdet zur alljährlichen Firmengrillparty eingeladen. Du freust dich auf einen netten Tag mit Freunden und Familie? Musst dir an diesem Tag leider dringend die Haare waschen. Gehst hin, falls es sich ergibt. Wärst aber auch nicht traurig, es zu verpassen. Hast schon fleißig mit deinen Kollegen geübt, um den diesjährigen Talentwettbewerb zu gewinnen. Junge, ich glaube, ich muss mir heute Haare waschen. Typisch deutsche Einstellung. Alles was machen wie immer. Ja. Ich muss an dem Tag mir die Haare waschen. Gar keinen Bock auf irgendeine Firmenparty, Alter. Hinter dir liegt eine lange, erfolgreiche Karriere. Nun sollst du vor dem Eintritt in den Ruhestand eine Abschiedsrede halten. Du listest alle deine Erfolge und schönen Erinnerungen an dein Arbeitsleben auf. Lieferst eine ehrliche Aufstellung der Vor- und Nachteile des Unternehmens. Konzentrierst dich auf die Probleme und Herausforderungen, mit denen du zu kämpfen hast. Gehst gar nicht hin. Ja, ich würde gar nicht hingehen. Ich meine, ist mir eh scheißegal. Ich gehe in fucking Ruhestand. Lass mich alle in Ruhe. In deiner Freizeit ziehst du es vor. Alleine zu entspannen, zum Beispiel Musik hören oder beim Modellbau. An politischen Versammlungen teilzunehmen und dich für das einzusetzen, woran du glaubst. Deine Kinder bei deren Hobbys zu unterstützen und zu fördern. Dich im örtlichen Sportverein engagieren. Okay, auf geht's alleine. So würdest du deinen perfekten Urlaub verbringen. Ich glaube, ich könnte niemals eine Rede halten. Ja, ist sowieso so weird. Als ich, keine Ahnung, als ich ja noch in meiner Ausbildung war, da kamen regelmäßig ehemalige Azubis, um halt die Firma zu besuchen. Habt ihr sowas auch gemacht? Irgendwie bei eurer alten Firma oder sowas nochmal öfters vorbeigekommen, um Hallo zu sagen? Niemals. Es war schon irgendwie weird. Habe ich mal überlegt, aber nee. Ja, keine Ahnung. Also, ich mochte auch zum Großteil meine Arbeitskollegen. Bei uns war das ja auch so ein bisschen familiäres Verhalten und so weiter. Aber ich weiß nicht, fand ich dann doch schon irgendwie ein bisschen too much. Und dann, als ich meine Ausbildung fertig hatte, habe ich ja noch ein halbes Jahr dort gearbeitet, wurde dann gekündigt und so weiter. Und hatte dann auch so ein bisschen öfters darüber überlegt, nochmal hinzugehen oder so. Aber dann dachte ich mir immer, mache ich das gerade, weil ich das wirklich will? Oder mache ich das, weil die es quasi erwarten, weil die anderen ehemaligen Azubis das ja auch gemacht hatten?
Mache ich bei meiner Schule noch. Ja, stimmt, Schule ist auch so ein Ding gewesen, dass das so war, dass plötzlich irgendjemand Älteres da war und sich in den Unterricht gesetzt hatte oder sowas. Nicht, weil er Referendar ist oder sowas, weil er die Lehrerin oder den Lehrer besucht hatte. Ein ehemaliger Schüler oder so. Super weird. War mal dort vor kurzem. Die haben echt dumm geguckt, als ich gesagt habe, dass ich Schichtleiter bei der neuen Firma geworden bin. Ich habe abgeschlossen mit meiner Arbeit und freundschaftlich war es eh nicht so ganz. Irgendwie ein paar Stunden deines Tages verschwenden, nur um denen mal Hallo zu sagen. Sowas hatte ich nie in der Schule. Ich hatte das vor allem in der Grundschule gehabt. In der Realschule hatte ich das einmal gehabt, aber in der Grundschule hatte ich das regelmäßig gehabt. Aber gut, meine Klassenlehrerin war auch Banger. Ich hatte auch schon, das war erst gar nicht mal so vor langer Zeit, vor einem halben Jahr oder sowas, habe ich versucht, irgendwie meine alte Klassenlehrerin aus der Grundschule ausfindig zu machen. Habe ich aber nicht gefunden. Ich war nur einmal nach der Schulzeit in meiner Schule und das nur, als meine Direx in Rente gegangen ist. Direktorin oder was? War bei uns auch mega oft so in der Schule und meisten junge Frauen bei sehr weirden Lehrer. Ne, bei mir waren es waren immer Girls, die meine Klassenlehrerin besucht haben. Wolltest du sagen, dass du jetzt mit Videospielen Geld verdienst? Nee, aber ich wollte dir Danke sagen für alles. Weil sie mich halt mega unterstützt hatte. Kaki ist ein Stalker, aber ich habe nichts gefunden. Plot Twist, sie ist tot. Ich habe sogar eine Todesanzeige gefunden, aber das war sie nicht. Das war sie definitiv nicht. Eine Todesanzeige gefunden, die zufällig denselben Namen hatte, aber das war sie definitiv nicht. Ich wollte nicht stalken, ich wollte auch nicht irgendwie zu ihr hingehen oder sowas. Ich wollte nur irgendwie, keine Ahnung, eine Kontaktmail vielleicht finden oder sowas, keine Ahnung. Und keine Ahnung, ich hatte überlegt, vielleicht mich zu melden. Ich hätte es wahrscheinlich eh nicht gemacht, aber ja. Ich brauche mal mein Abschlusszeugnis, weil es irgendwie weggekommen ist. Hab so sehr versucht zu vermeiden, da nochmal hinzugehen, um unangenehme Gespräche zu vermeiden. Hast du mir dann zuschicken lassen. Ja, vor allem dann, wenn du jetzt zu so alter Schule hingehst, weil du jetzt irgendwie welche Unterlagen noch abholen musst, ein paar Jahre später, dann gibt es dann vielleicht Lehrer, die dich ja erkennen und dann sprechen die dich ja an und oh, was machst du jetzt und wie läuft dein Leben so und oh, bitte, nein. Ich hatte mal eine, die mit den Fahrschulunterricht kam zum Bedanken, nachdem sie die Prüfung geschafft hat. Das war etwas unangenehm. Zu bedanken wegen, aber dafür hat sie doch bezahlt. Aber gut, vielleicht hatte sie ja irgendwie der Fahrlehrer, Fahrlehrerin irgendwie ja durchgezogen, obwohl sie vielleicht hätte durchfallen müssen oder sowas. Gar keinen Bock auf solche Gespräche. Ja, bei mir war halt für mich meine Grundschullehrerin super wichtig, weil das war ja, ich kam ja hierhin an und konnte ja kein Deutsch. Und sie war halt mega nice zu mir. Sie hat mich halt mega unterstützt. Und ich hatte dann halt auch mein Zeugnis der ersten Klasse gefunden und der zweiten Klasse gefunden, wo dann so ein längerer Text dabei war. Weil in der ersten Klasse kriegst du dann gar keine Noten. Und da kriegt man nur so eine quasi so ein Text, wo drin steht, wie gut das Kind war oder sowas. Und habe mir das durchgelesen und es war auch mega sick, wie sie halt über mich dort geschrieben hatte und sowas. Bezüglich Sprache lernen und sowas. Und dann habe ich mich auch an vieles erinnert und so weiter. In der zweiten Klasse gab es auch so einen ähnlichen Brief und so. Und war schon cute. Musste auch nochmal hin, um ein Zeugnis zu holen. Wurde dermaßen unangenehm angebrüllt von der Lehrerin, die ich kannte. Und dachte mir, okay, let's go. Wieso wurdest du angebrüllt von ihr?
Die meisten Lehrer aus meiner Schulzeit sind inzwischen fast alle weg und in Rente. Ja, ich denke mal, meine Grundschullehrerin ist auch gut möglich, dass sie schon in Rente ist oder kurz davor. Sie waren gar nicht so alt. Aber ja. Vor allem das Problem ist halt auch, meine Grundschullehrerin ist, meine Klasse war halt ihre letzte Klasse. Danach hat sie die Schule gewechselt. Deshalb, und ich habe halt keine Ahnung, in welche Schule sie gegangen ist. Und habe dann versucht, irgendwie herauszufinden, wo sie wohl hingewechselt ist. Ich weiß noch, in welcher Stadt sie gewohnt hatte. Und habe versucht, da irgendwie was zu suchen, aber habe auch nichts gefunden. Einfach, weil ich rein bin. Die war wohl sehr unzufrieden. Einfach Flashback bekommen, ey. Aber gut, Frage 7, Leute. Wie würdest du einen perfekten Urlaub verbringen? Inmitten der Schönheit der Natur, wo du dich von den Strapazen des Alltags erholst. Mit der Erkundung des Unbekannten, um neue Erfahrungen zu sammeln und Herausforderungen zu bestehen. Bei einem strukturierten Tagesausflug in den Vergnügungspark mit Spaß und Nervenkitzel für dich und deine Familie. Bei einem romantischen Wochenende zu zweit in einem tropischen Inselparadies. Also die ersten 3 fühle ich, das 4. nicht. Aber Vergnügungspark ist immer nice. Die wichtigste Aufgabe der Regierung ist es, den Bewohnern Folgendes zu garantieren. Ja, alles ist ja irgendwie wichtig. Aber was ist das Wichtigste? Was wäre für mich das Wichtigste, was ich von der Regierung verlange? Ich meine Zufriedenheit, oder? Schließt nicht Zufriedenheit alles hier mit ein? Inwiefern ist das für dich gerade ein Thriller? Hashtag Freiheit. Freiheit beinhaltet ja auch irgendwie Gleichheit. Ja, aber Zufriedenheit ja auch. Ich bin zufrieden, wenn ich Freiheit habe, wenn ich Sicherheit habe und wenn ich Gleichheit habe. Macht alle 3 Sachen, machen mich zufrieden. Ne? Vielen Dank für deine Mitarbeit. Wir von Advance wissen, wie wertvoll deine Zeit ist und bedanken uns für deine Mithilfe dabei, die Nation in eine lichte Zukunft zu führen. Es ist spät. Sam und die Kinder liegen schon im Bett. Du trocknest noch eben eine alte Lieblingstasse ab, eine abgegriffene Erinnerungen an euren ersten gemeinsamen Ausflug. Der Aufdruck darauf ist verblasst, aber die alberne Grimasse bringt dich immer noch zum Lachen. Ein Klopfen am Fenster holt dich schlagartig in die Wirklichkeit zurück. Im Garten steht Chris, Sams Geschwisterchen, in der Hand einen knalligen neongrünen Koffer. Kaum im Haus nimmt Chris sofort am Küchentisch Platz, sichtlich gestresst. Chris holt die Luft. Nacht 6, schon ganz schön gefährlich, ja. Da ist die Tasse. Freddy kommt jeden Moment gleich rein. Tut mir leid, dass ich so spät hier reinplatze, Alex, stammelt Chris. Aber ich brauche einen Gefallen und ich kann mich an niemand sonst wenden. Jetzt ist einfach Visual Novel Game. Schon gut, was ist denn los? Ist alles in Ordnung? Soll ich Sam holen? Ich muss mich schnell im Schrank verstecken, ja. Nein, ist nicht nötig, Sam damit zu belästigen. Ich wollte mit dir reden. Ich brauche nur 2 Minuten. Du hast doch vom Kapital- und Vermögensgesetz gehört. Nicht wirklich. Das ist mir wohl entgangen. Ja, erzähl mal was. Chris verzieht das Gesicht. Die holen sich das sauer verdiente Geld der Leute, um das den Schmarotzern in den Arsch zu schieben. Sie klauen unsere Jobs! Ich sag ja nicht, dass dem obersten Prozent nicht der Kies aus den Ohren quillt, fügt Chris hastig hinzu. Die können sich's leisten, aber Leute wie ich, wir werden alles verlieren und deswegen bin ich hier. Okay, also was genau brauchst du von mir?
Chris hält den Blick fest auf die Bodenfliesen geheftet. Hör zu, ich weiß, es ist viel verlangt, aber du musst mir deinen Reisepass leihen. Bra, geh dich selber impfen, Junge. Meinen haben sie mir abgenommen, so wie fast jedem zweiten im ganzen verdammten Land. Aber es sagen doch immer alle, wie ähnlich wir beide uns sehen. Also? Chris läuft nervös auf und ab. Ich muss weg, bevor es zu spät ist. Erst dann ist mein Geld in Sicherheit. Und ich auch. Aber es muss sofort passieren, bevor sie meine Konten einfrieren. Bitte, ich würde dich nicht fragen, wenn ich eine andere Wahl hätte. Okay, er ist oben im Safe. Warte kurz, ich hole ihn für dich. Es muss eine andere Lösung geben. So schlimm kann es doch nicht sein. Ich bin der Allmann. Hier wird nichts Illegales gemacht unter meinem Dach. Chris starrt dich mit offenem Mund an. Willst du mich verarschen? Ich habe immer zu dir und Sam gehalten. Ich habe eure Kinder behandelt, als wären es meine eigenen. Wir sind eine Familie. Bedeutet dir das etwa gar nichts? Oh, unangenehm. Na schön, ich hole meinen Reisepass. Die Familie geht vor. Das verstößt gegen das Gesetz. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Na schön, dann löse ich das Problem eben alleine. Ist wohl nicht weit her mit deiner Familienloyalität, was? Chris spuckt die Worte förmlich aus, greift nach dem beinahe fluoreszierenden Koffer und verschwindet in die Nacht. Du wendest dich wieder dem Abwasch zu. Das verblasste Gesicht auf Sams Tasse scheint dich mit seinem Blick zu durchbohren. Der Knoten in deinem Bauch zieht sich fester zusammen. Chris will remember. Muss jetzt in der Ecke stehen. Ja, was soll die Scheiße? Hey, bra, kannst du was Illegales für mich machen? Wir sind doch Familie, Mann. Ich habe immer auf deine Kinder aufgepasst. Ja, bra, ich pass auch auf deine Kinder auf und wenn du willst, leck ich auch dein Arschloch. Aber chill mal. Oh nein, das ist eine neue Anzeige. Ah. Junge, wieso rufst du an, wenn du eh nicht mit mir redest? Steht das Ding da, um den Stromkasten zu kühlen? So, was haben wir heute für Werbung, Leute? Sollen wir spielen? Ist dieses Spielzeug sicher? Was? Mr. Kuschelflausch. Absolutes Must-Have von Remington Swiss. Für ihr Kind. Zum Weihnachtsfest. Ja, wieso nicht, ne? Just de Grand. Elegante neue Hautcreme mit dem schweinischen Etwas. Yeah. Sollte gespielt werden. Vorstellung des Jugendteams der Advanced Taten. Nee. Wir wollen keine Politik-Scheiße hier haben. Alan James in Kürze in einer mittelgroßen Halle in ihrer Nähe. Ja, nehmen wir das doch. Mr. Kuschelflausch. Ich will auch einen Mr. Kuschelflausch. Right, you can see they finally got the old headline system up and working again, and the vision mixer's already in headline mode because headlines always come at the start. It's really simple, mate. These two buttons at the bottom of the vision mixer, you can see they now have A and B on them, and they're to help you pick image A on the left bottom screen here, or image B on the right bottom screen here. It's really simple. This little clock here will count down the number of seconds you have to make your decision. Provided you make a decision in that Ich habe keine Ahnung, was er gerade meint. and you can change your mind as much as you want until the clock reaches zero. But if you don't make any decision, you'll be fired before you even get to make another choice. I just want to say one more thing, mate. The pictures you choose to show of these people, well, that's how the public is going to perceive them
and that's going to affect their lives. So, like with the adverts, choose carefully. And we're off. Good luck, mate. If I get time, I'll call you back in the Ich next hab keine Ahnung, was der meint, ich verliere. Come in, darling. Ach, da unten ist A und B, sehe ich jetzt. Ah. Yeah, the one that mistrusts the moon. Ich habe die ganze Zeit woanders geguckt. Wo meint er es unten A und B? Aber die haben die Tasten hier When it geändert. explodes, going in 5, 4, 3. Good evening, I'm Jeremy Donaldson. Our main headlines tonight. Destination unknown. At the end of Advance's first full week in office, we ask exactly who's leading this charge. Tonight, I'll be discussing what the new future may hold with a leading economist and radical free thinker. With the country's wealth creators in a state of panic and unfavourable rumblings already heard from overseas, I'll be asking my guests whether Advance can deliver on even a fraction of their manifesto promises. Out with the old, Remington's Fist have appointed Sophia Remington as their new CEO. The following photo, taken from our archive, gives us a sense of this influential young firebrand who, at the tender age of 23, becomes the youngest female CEO in history. Sophia Remington has always impressed. She was top of her class at university and graduated with the highest honours, immediately being asked back to lecture. The markets have responded favourably to Sophia's appointment, with stocks rising 30 points in light of the announcement. In her first press conference this afternoon, Sophia announced a children's toy named Mr. Snugglehugs. Sophia promises it'll be all the rage this Christmas, but concerns have been raised about the product's safety. Making a splash, intrepid scientist Dr. David Wong and marine biologist Ingrid Swarsborg-Horgensford have today set off to explore Dante's taint. The recently discovered cave system was previously thought unreachable, but thanks to a new breakthrough in underwater flower technology, the pair hope to successfully reach the imposing central cavern and the undiscovered plant species it contains. Ich hoffe. This is, of course, only the latest in a series of successful expeditions for this unlikely. Es klang so, als würden die eher zusammenarbeiten als gegeneinander. Their team might face. The pair stated, "We will face the plentiful challenges together, like we always have." Playing the field, rumours abound as sporting legend Johnny Hamsleeves is snapped leaving Bush, one of the capital's hottest clubs. The footballer was caught while out celebrating being named Sports Personality of the Year last week, as reported by this very programme. Johnny is seen here with socialite and performance artist Tiffany Lamar. Aber wie soll ich das von den Vorhersagen machen? Inside my snatch, Vorsicht, Vagina, was? Möse? Could romance be on the cards for these two budding A-listers? And grievous bodily... Er hat halt über den Typen geredet, aber ich wusste nicht, worauf er jetzt hinaus will. Will er jetzt irgendwie sagen, yo, Skandal, weil er aus dem Club kommt und kotzt, oder yo, Skandal, er kommt aus dem Club und hat irgendein Girl am Start. Und er hat das erst gesagt, nachdem ich das Bild schon ausgewählt hatte. Also es war in der letzten Sekunde oder so. With Advance promising a radical new position on crime, how afraid should we actually be? I'll be going live around the country to talk with people who've seen the criminal justice system from every perspective. With more and more people saying they're scared to walk the streets alone at night, could this be exactly the right time for Advance's new approach? All that, a mega move with a group of young actors who are already experiencing the positive side of the new Assets and Wealth Act firsthand. They'll be talking and performing later. That's all coming up on tonight's National Nightly News. Hä? Hab ich doch, alles gut. Ach, hier. Okay, nice. In the wake of the government's swift enactment of the Assets and Wealth Act, we're talking about Advance's first week in office and what the new future holds. Joining me are Katie Brightman, a leading economist, and Alan James, author of Alan James is Right, The Free Man's Guide to Waking Up. Alan, the government certainly haven't dragged their heels on delivering some of the legislation they promised. But what does the Wealth Act mean for us? Nothing, Jeremy. We're still vassal slaves, we're just in prettier cages. A confident dismissal there.
Katie Brightman, do you agree? I'm afraid I don't, no. I think that Advance have realised that the current economic system of unlimited, unending growth is untenable, so they're changing things up. There I agree with you. They're moving to the next steps in the grand plan. Grand plan, Alan? It's all in my book. Alan James is right, Jeremy. We're to become the great herd, ignorant, sterile, and short-lived. That's what they want. Or perhaps Advance have just realised that if we carry on the way we are, we will destroy ourselves and this planet in a mad orgy of consumption, if you'll excuse the colourful metaphor. Yes, orgy is the right word. Only it'll be the overlords having an orgy on our poor broken backs. Alter, was ist los It's mit all in ihm? my book. Alan James is... Shamelessly self-promoting? Katie, how do you think the rest of the world will respond to this new approach? I think they're watching carefully. Advance are the most disruptive threat that the world powers have faced since the last Great War. Yes, Katie's right. War is inevitable. Thank you, but that isn't And what this will not be a war like we've ever seen before. We're talking millions of deaths. We're talking high-tech weapons that can level entire cities. We're talking... Out of the wrong orifices? Mock me all you like, Jeremy, but when they murder your parents and they poison your food and they take you away to their camps for hypno-brainwashing, who will be laughing then? That might be a great way to sell books, Alan, but you know full well that isn't going to happen in a democracy. Democracy is dead. Yes, Advance are radical, and change is always frightening, but the truth is that the Wealth and Assets Act has made more than 90% of the population wealthier and is on target to produce a permanent end to poverty. Bollocks! What this young lady doesn't understand, Jeremy, is that these are the same people. Wieso war das wieder nicht gut? Maybe they've rebranded, but it's all a little circus act to keep us from seeing the tyrant behind the curtain. That's where you're wrong, Alan. For a start, they've mobilised the youth vote like we've never seen before. You say mobilise, I call it grooming. The grooming of an entire generation to walk happily into eternal bondage. They're like psychic paedophiles. But based on the facts, Katie, what are your predictions? Ich kann Bilder nicht zensieren. Ich kann nur Ton synchronisieren. ich kann Bilder nicht zensieren. Das war eine ziemlich explizite Darstellung von Sex. Nicht in meinen Nachrichten. Advance now have a historic budgetary Das stimmt, ich kann aber surplus, and wegschalten. as well as properly funding our public Hast recht. services, they're already funneling unprecedented amounts into scientific research and the arts. Or, as I call them in my book, Frankenscience and opiates. Like opiates, see? Can we get back to the issue at hand, please, Alan? This is the issue. It's all coming from the water, the chemicals. They're pumping it full of belief juice. Don't get me wrong, I want to see these changes, but only if they're sustainable. If Advance lose their power after spending half of our GDP on dismantling infrastructure, that could be catastrophic. The catastrophe is that they're succeeding. They've got us sat here talking about their puppet show. All right, we're running out of time. Quickly, Alan, what does the future look like to you? A bleak space where we've all been figuratively sodomized into submission. No, of course. Katie? We might be on the eve of a brave new world. God knows we need some change, but we need to be cautious. Let's walk forwards with our eyes open. Two very different visions of the future there. Alan James, Katie Brightman, thank you for joining me. When we come back, I'll be investigating law and order before Megan meets some beneficiaries of the Assets and Wealth Act. That's all coming up tonight on the National Nightly News. 1 minute back. You know, Mr. Kuschelflausch? I hope so too, Jeremy. Das ist Mr. Kuschelflausch. Shut the fuck up, Alan. I've never heard so much shit in my life. Ich brauche auch so ein Buch, ja. We'll see who's full of shit, won't we? Was ich immer hochhalten I kann. explain it to you, but unfortunately, I can't understand it for you. Well, I don't know what she meant by that. Ich hab zu viel geschaltet, meinst du? Hey, Creamy. I'm just saying I'll do what I can, that's all. Das klang nicht wie eine Werbung für Kinder. I've said a bit of wording, that's all I can do. 10 seconds, everybody. Is little JD scared of the big bird caught you with water? If that sticks, I'll destroy you. 5, 4, 3. Welcome back. In our second segment, we're going to be taking a deep dive into the state of law and order in our country. Move this serious social problem to the top of the list. Tonight, we go behind the headlines to meet the people who live with the criminal justice system every day of their lives. First up, we have Gregory Judge, a lawyer who sees the problems close up
on the front line. Can you hear me, Gregory? Yes, I've got you, Jeremy. Thanks for having me. What's it like on the front line of the hard face of the cold hand of justice? Well, as you can imagine, Jeremy, we are massively understaffed in this country. We're working every hour we can just to try and cope with the caseloads on our desks. Which must affect the quality of support you can offer. Well, we can barely keep up with demand, Jeremy. There simply isn't enough being done at a systemic level to relieve the problem. Greg? We need more support from ministers. What are you doing? We need change at a structural level, I'm Jeremy. leaving, Greg. Not a good time, darling. It never is it? I'll be at my mother's. Just hang on. No, the problem isn't a local one, Jeremy. It's nationwide. Just give me 5 minutes. I'm talking to Jeremy Donaldson. Oh, have you mentioned your affairs? No. Well, the affairs of the Justice Department that we should be concerned about. Hello, Mr. Donaldson. Hello, Mrs. Judge. We need Mega unangenehm. legislation to relieve the pressure on our public Sorry servants. to interrupt the news, Mr. Donaldson. Can I have a moment to tell my husband I'm leaving him? Yes, I totally understand. Quite the picture of a burdened legal sector there. Gregory Judge, thank you for joining us. Next, I'm joined by Police Chief Constable Bob Peel, a man with a very different... Believe you, Helen. I would have expected this from your sister, but not from you. When are you going to... Mann, ich will das sehen! Jeremy, I am sure we all long for a return to the days when you could safely walk the streets of your community at night, looking in through windows and generally enjoying your neighbours without the risk of being terrorised by some thug with a knife. Or kosh. So you feel the streets simply aren't safe anymore? Where have we gone wrong, Bob? Well, that's not a simple question, Jeremy, but I think it all comes down to moral decay. We've diluted to be a citizen of this once great country. Also, as the vicar noted in Sunday's sermon, we probably shouldn't have banned hanging. And to what do you attribute this moral decay? Foreigners, gays and gypsies mainly. The Bible, look, Leviticus clearly states that... Oh, bugger, hang on a moment. Jeremy, your bloody gimp's escaped. Delia, could you give me a little help, please, dear? As I was saying, Jesus didn't like immigrants much, did he? And just to be clear, you think it's the immigrants who are responsible for the moral decay? Absolutely. Back in your box, Clive. Back in your box. Delia, I really could use a little help with this. Oh, sorry, darling. I was spaying the badgers. Yes, I'm talking to Jeremy Donaldson. Clive, could you put him back in his box? Oh, Clive, you know it's Wednesday. Back you go. Back in your gimp space. And Off you go. whose responsibility is it to make a change, Bob? Well, it is certainly not the responsibility of the decent, good, white people of Darling, this... where's the padlock? Oh, hold on just a moment. Oh, Clive, this simply won't do. Naughty, naughty, naughty boy. Mummy said... Clive, I am not having this again. Mummy said get back in your gimp space. No! Naughty! You beast, Clive! You As I was saying, Jeremy, moral decay. Crime is the responsibility of the criminal, no one else. Everyone has a sob story, but we don't all end up as barbarians, do we? Look, when our daughter Alice comes home with an A-, does she go on a killing spree? No, she takes 3 of her pills and hides under the stairs like a normal child. Thank you, Bob. Bob Peel there, really locking down the police's position on morality for us. And finally tonight, hopefully uninterrupted, it's time to get to the heart of the matter. Tony Dawson has recently been released from prison after serving 3 years for aggravated assault, burglary and menacing a swan. He's agreed to talk to us today, which is also, I believe, his birthday. Many happy returns, Tony. Cheers, Jez. Call me Titwank Tony. Everybody else does. No, I'm not going to be doing that. Can you tell... Der Twack gesagt, ne? Das muss man zensieren, oder? us what it's like in prison, Tony? Can you tell us what it's like? Titwank Tony. Prison's a mixed bag. Structure's quite nice, but it's a constant battle against institutionalization, as you can imagine. And obviously, titwanks are quite hard to come by. I'm picking up that you're not alone there, Tony. Yeah, sorry, my friends are throwing me a surprise party. Good bunch of lads. Okay, well, we're trying to let you get back to that party as soon as possible. First, let me ask you this. Do you feel that your time spent in prison helped to rehabilitate you in any way, Tony? Titwank Tony! I don't think it's as easy as that, Jez. Ich hab's doch zensiert! Sopen! I think asking that is an oversimplification. It sounds like it's getting quite busy there, Tony, but let's try and soldier on. Since leaving custody,
Have you been able to find a new job? Yeah, all the boys are here. There's Big Chris, Oi, oi. Little Chris, Oi, oi. and Vampire Chris. Okay. This one's, yeah? Yep. One sec, love. Shit, Wayne Tony's on the news. Rehabilitation's difficult with the current system, Jez. It's just not set up for it, you know? It's inherently unjust. Open. So, do you feel tempted to... I'm sorry, who's this now? Das zensieren sie Trash. Chrissy Freebollocks has only got Mr. Fancy, oh. Jetzt hat's funktioniert. Not now, fellas, I'm on the news. Jetzt wieder nicht. It seems like we've caught you... Tittenwings Tony! Little boy? Oh, I can't really hear you, mate. It's getting a bit busy here. Jesus. Yes, we Achso, ich hätte hier was seem to machen be müssen. losing the signal here, Tony. Fucking way, let's believe that. Ach, fuck. Well, we're just trying to Der get that Fuck signal gesagt. back. I think we... Yes, Tony? Tony, I mean, we were literally away for 2 seconds. How has this happened, Tony? Can you hear me? Well, we seem to have lost our train of thought. Hopefully you, the viewer at home, have managed to glean a broader understanding of the serious and complex issues around law and order. Schwarzer After the Humor. break, Megan will be live with some plucky young thespians. Don't go away. We'll be back after these messages. 1 minute back, everybody. Mate, I ain't got long and I'm quite drunk. It's been a great night. In this next section, there's a bit of music. If you edit in time with the music, you can see the result on the vision mixer, and the public will love that. Don't worry if you don't, though. You won't get punished for it. Seid ihr Fans vom schwarzen Humor-Chat? Also, one last tip. Trifft das euren Humor? When the music starts, turn down the broadcast volume. Right, enjoy the music bit. God, I love music. God, I'm so pissed. I think I might go and throw up in a bit. I'm sure he's on his way. Come on, it's welcome Die schmiert back. sich gerade irgendwie Schweinefett ins Gesicht oder so. 10 seconds, everybody. We're gonna Geht open so, on ja, Megan. ja. Camera 2. Going in 5, 4, 3. Welcome's Black. I'm Megan Wolfe, and on tonight's Culture Spot, I'll be chatting with one of the first beneficiaries of the Assets and Wealth Act, a team of inspiring young people from Scritchford Sixth Form College who today received a grant from Advance to take their play, Hey, Friendship, on a tour of local secondary schools. Welcome to you all. Well, let's start with you two, Harriet and Charlotte Winstanley-Hamilton. Girls, you must be thrilled. We are, Megan. We're overwhelmed, to be honest. And I believe you two are sisters, is that right? Yes, Charlotte's my oldest. I'm the older, more popular one. Only joking. Harriet and Trey were really the ones who came up with the whole idea. So, Harry and I were shooting the breeze in the cafeteria, and I said, hey, let's actually do something. So I went to look for a drama teacher. But she'd been laid off due to budget cuts. Fortunately, I directed a pantomime when I was at university, so I knew the ropes, as it were. Oh, right, yes, but you're the maths teacher, aren't you? Yes, that's me, Jeff Algebra, maths teacher. Maths is really important. Oh, thanks, Steve. Maths is really important. Yeah, thanks, Steve. As is theatre. It's one of the oldest art forms in history. Aristotle I just think that when we travel around all these problem schools and the poor kids see us, they say, hey, I really want to be like those Ich mag taxi Steve. kids. And that's a very beautiful and powerful thing. We touch our audiences and they touch us right back. I suppose with a surname like Algebra, there was really only one choice of career for me. My wife, Angela, and I, we often laugh about it. Angela Algebra. Yes. Boah, A Junge. bit of song and joy into people's lives. and teach people about the difficult issues. The issues in the play are what really matter. And I think you're going to be showing us an extract from this play, aren't you? Yeah. That's right. To put into context, I play a young first year who's having some troubles at school. Her character doesn't actually have a name, yeah, because in a way she's like all of us. It's like a metaphor. Maybe she's you at home, or like maybe she's you, Megan. Maths is really important. Yeah, thanks, Steve. Put it in, coach. Yes, thanks, Steve. Right, well, I'm going to have a little chat with your teacher while you run off and get ready. I can't wait to see it. That's it, that way. Ist
So, Jeff, when did you first hear about the grant? 2 days ago. A letter from Advance arrived at the school. Now, the headmaster thought it was all a prank, but his secretary retrieved it from his bin and brought it to me. Wow, how did you react? I also threw it in the bin. But then Harriet and Trey rescued it, and they rang the number at the bottom of the page, and next thing you know, we're on tour. Wow. Well, I think we can all guess which way you'll be voting from now on. Do you know what? It's funny because Angela and I don't usually vote. We're not very political. I'm a mathematician, of course, and she's a Steve finde ich paraplegic lustig. mainly. Ich mag Steve. But we did used to watch that Peter Clements DIY show back in the day, and so we thought, why not? Let's have a go at this old democracy thing. Okay. And here we ballywell are. Good stuff. Fucking brilliant! So, let's have a look at a short section of Hey, Friendship. Dear Diary, I'm not sure I can take another day at this school. Another day of tears. Tears. Another day of fears. But still I walk the corridors alone. Alone. Dreading what might be around every corner. What's around the corner? What's around the corner? What's around the corner? Oh, hi, Gary. Oh, heavens, no! It's Gary the Fist! Gary the Fist! Going somewhere, little first year? Great. I've been looking for some poor victim to bully all morning. But will this make me feel better about my violent father? Violent father. Excuse me, I'm late for maths. It's my favourite subject. And so important. Maths is for losers. What? Maths is for losers. My arm's stuck, coach. Keep going, for fuck's sake! Right, maths is for losers. Now, give me your lunch money. Double lunch for me today, but why am I only truly happy when I'm eating? Not today, Gary the Fist. What do you mean not today? Who are you? Oh, my arm's free, coach. Brilliant, keep going. Right, who are you to stand up to me? I'm Gary the Fist. And you're just a sad little girl with 2 gay dads who's all alone. That's where you're wrong, Gary the Fist. These are my 2 new friends. Vanessa is captain of the netball team. Junge, was Yeah. geht da ab? Yeah. But I can't fight all 3 of you, and I don't have any friends of my own. Take a look at me. Take a little look at my face. I could be you. She could be you. And you could be me. Or you could be me. Life can be peachy keen if you work as a team. It's my choice to be mean. So stop now, make a different choice. Listen to that inner voice. Hey, listen up, I won't take no crap. Who said middle class girls can't rap? I ain't afraid of your cruel lads. I'm a mother-loving rebel, but I still love maths. Hey, kids, I'm Gary the Fist. People think that folks like me probably shouldn't exist, but that's just prejudice, and I'd do better if you knew the way that I became Gary the Fist. I grew up on a council estate. The park was hip, but the flats weren't great. My dad used to come home drunk and late, and he'd hit my mum for dinner, he had to wait. Where's my dinner? It's not ready. Where's my dinner, woman? Go. Don't make me ask you again. Hitting women is
is wrong. I guess life's pretty hard on a council estate. 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 It's so damn hard on a council estate. Life can be peachy. Yeah. If you work as a team. Just work as a team. It's your choice to be me. It's my choice. So stop now, make a different choice. Listen to that inner voice. Friendship! Yes! Well, thankfully that's all we have time for tonight on the National Nightly News. Join us tomorrow night for all the headlines from across the country. My name's Jeremy Donaldson. Have a peaceful night. And we're out. Oh, that was brilliant! What the literal fuck was that? I believe that was art. I believe I've got a 14-inch cock, but it doesn't make it so. I have a similar belief about an adequate paycheck. Das ist das Buch! Please get the fuck Rechts! out of my studio. Get out of my studio. Junge. Also der Song war actually nice. Der war schon funny. Ja, langsam kriege ich das mit dem Zensieren hin. Man muss das ein bisschen vorher drücken. Und nicht genau dann. Dann geht's besser auf jeden Fall. Es hat irgendwie so einen kleinen Delay, habe ich das Gefühl. Du musst immer ein bisschen vorher klicken und vorher aufhören. So, keine Ahnung. Wann machen wir ein Musical zu deinem Tagebuch? Eine leichte Gehaltskürzung. Aktuelles Vermögen. Ja, also das Spiel kann nicht, wie es aussieht. Das Spiel kann nicht wohl, wie es aussieht. Ja, einen Tag können wir noch machen. Aber ich habe nicht verstanden, da war zwischendurch so eine Multiplier-Anzeige. Habt ihr das gesehen? Ich habe aber nicht gecheckt, wie die funktioniert. Ich habe bei dem Bim, 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 Rim, Bim, Bim, habe ich zur Musik geklickt und das hat funktioniert. Aber außerhalb von dem Bim, Rim, Bim, Bim, habe ich nicht gecheckt, wie ich diesen Multiplayer hochballere. Tag 15, eine lange Nacht. Du kommst nach einem langen Arbeitstag nach Hause und findest in der Küche eine Nachricht. Du erkennst Sams eilige Handschrift. Chris' Wohnung wurde wegen unbezahlter Mietrate zwangsgeräumt. Oh no. Das war für den Song, dass du irgendwie auf den Beat Kamera wechseln sollst oder so. Ja, ich hab's ja versucht, außerhalb von diesem Dim, 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 irgendwie nach dem Beat zu machen. Aber das ging trotzdem nicht hoch. Manchmal ging es auf mal 2 hoch, dann wieder auf 1. Auf mal 2, dann wieder auf 1. Hätte es ihm nur geholfen. Oder wir hätten einfach zusammen an der Lösung arbeiten können. Anstelle direkt nur seine dickköpfige Scheiße durchzuziehen. Du weißt, wie das enden wird. Weiß ich das? Sam ist losgefahren, um Chris Sachen von der Straße zu holen. Warte nicht auf mich. Doppelt unterstrichen. Das ist jetzt also deine Schuld. Mürrisch starrst du den billigen Horrorfilm, den ihr euch gemeinsam ansehen wolltet. Als Kind hat er dir schreckliche Angst eingejagt, aber jetzt müsst ihr beide jedes Mal darüber lachen. Ohne Sam ist es nicht dasselbe, aber immerhin musst du ab und zu leise kichern. Das müsste ich auch mal machen. Horrorfilme, die ich als Kind gesehen hatte, bei denen ich danach schlecht geträumt hatte, einfach heute noch mal gucken. Ich habe sie nie wieder geguckt. Sowas wie House of Wax habe ich als Kind geguckt. Das hat mich damals mega verstört. Oder
die 13 Geister oder der 13. Geist. Es gab 2 davon, Filme. Da hatte ich auch Angst nachts gehabt. Ich habe den fucking Freddy Krüger, aber den habe ich schon mal rewatcht. Ich habe diesen ganz alten Freddy Krüger Film gesehen, Alter, wo er da im Schlafzimmer diese Frau aufgespießt hatte und sie so gedreht hatte durch den Raum. Junge, hatte ich da fucking Albträume nachts gehabt als Kind. House of Wax schon so einer der okaysten Filme aller Zeiten. Ja, ich glaube, der ist sehr generisch, oder? So ein typischer Teenie-Horrorfilm Anfang 2000er, oder? 13 Ghosts ist aber ganz schön Trash. Ich weiß, da gab es irgendwie so eine Szene, die mich nachts immer nicht schlafen ließ. So eine Szene, wo irgendjemand auf so einem Schiff mit so einem Kranhaken irgendwie aufgespießt wurde oder sowas. Keine Ahnung. Und Stone, hey, danke für 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Für deine Treue. Kuss, Mann. Goldgang, ja. Jetzt passt das zum Namen. Habe ich halt nie nochmal geschaut. So Sachen. Es gibt so Momente, die mir im Kopf so komplett hängen geblieben sind. Aber ich halt so, das nie wieder. Sowas wie Jeepers Creepers. Wo die eine Szene, wo er auf dem Auto steht und dann jemand so den Kopf abhackt oder so. Ist auch in meinem Kopf komplett hängen geblieben, so. Ich hab's aber danach auch nie geschaut. Der Fluch ist auch so dumm gedreht. Früher hatte ich Angst und jetzt easy trash. The Grudge meinst du, oder was? Wahrscheinlich die englische Verfilmung, ne? Ist Jeepers Creepers das mit der Vogelscheuche? Ja, dieser Typ, der halt Leuten das Gesicht abzieht. Oder generell Haut abzieht. Und dann daraus was bastelt. Jeepers Creepers. Wenn du nachts auf der Straße bist mit dem Auto und das Lied kommt in deinem Radio, dann weißt du, dass der Typ jetzt kommt und dich holt oder so. Müsste ich mal irgendwann mal rewatchen. Ich habe halt als Kind viele so Horrorfilme geguckt, wegen meinen Schwestern. Habe als Kind nie Horror geguckt, aber diese eine Folge von Clone Wars mit den Parasiten, Alter, das klingt schon schrecklich. Keine Horrorfilme geschaut als Kind und habe dementsprechend nicht solche Szenen auf ewig im Kopf. Ja, wie gesagt, meine Schwestern, die eine ist ja 4 Jahre älter als ich und die andere 6 Jahre älter als ich. Und als die halt so, keine Ahnung, 14, 16 waren, kamen die halt in diese Phase rein, wo halt dann jeder so Horrorfilme geguckt hatte und jeder fand das geil und so. Und dann haben die halt das auch geguckt. Und es gab halt, wir hatten nur 2 Fernseher im Haus und das war halt im Wohnzimmer und in meinem Zimmer, weil ich die Konsolen hatte. Und im Wohnzimmer durften sie das nicht gucken, weil sie durften generell keine Horrorfilme gucken. Meine Eltern wollten nicht, dass die so krasse Horrorfilme gucken, weil wir sind ja halt Kinder. Sie haben es also heimlich geguckt bei mir im Zimmer. Und ich habe dann mitgeguckt, weil ich habe gesagt, ich will mitgucken. Sie haben gesagt, du darfst aber nicht. Und dann habe ich gesagt, dann verpetze ich euch. Dann haben sie gesagt, okay, dann guckst du mit uns. Und ich habe es jedes Mal bereut. Hast du schon mal in einem Video erzählt, was schon dreckiger? Habe ich das? Als Kind Dementoren aus Harry Potter gesehen und für mehrere Jahre traumatisiert. Ja, da war ich schon ein bisschen älter, da habe ich das schon differenzieren können. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass wenn Rob Zombie damals statt Halloween von Texas Chainsaw Massacre oder Freitag den 13. ein Remake gemacht hätte es echt gut geworden wäre. Ja. Und auch so eine Szene aus Alien, ich glaube, das war Alien 2 oder Alien 3. Gab es so eine Szene, wo jemand auf der Toilette saß? Oder war das bei The Thing? Ich weiß nicht, ob das The Thing war oder bei Alien. Da saß jemand auf der Toilette und wurde aus der Abwasserleitung kam halt so ein Alienviech und hat ihn halt da reingesogen und umgebracht. Und ich hatte eine Zeit lang übelst Angst, auf Toilette zu gehen, um mich hinzusetzen. The Thing ist doch aus Fantastic Four. Bei mir waren das keine Filme, sondern die Spiele meines großen Bruders. Krasse Albträume von Resident Evil. Ja, Resident Evil habe ich als Kind auch gespielt. Mich hat es auch verstört, aber es war für mich nie so krass wie Filme. Aber gut, Filme habe ich auch viel mehr gesehen, weil Spiele haben meine Schwester nicht gespielt. Und alleine habe ich mich nicht getraut, Horrorspiele zu spielen.
Hab vor ein paar Jahren The Thing gesehen. War nicht so gruselig, aber spannend. Ja, ist halt ganz nice. Vom Setting her. Aber ja, gruselig ist es jetzt nicht so. Der einzige okay Remake war halt Stephen King It. Ich habe nur den ersten gesehen. Den zweiten habe ich nie gesehen. Aber jo. Ohne Sam ist es nicht dasselbe, aber immerhin musst du ab und zu leise kichern. Gerade als du zum besten Teil kommst, dem Teil, wo Candy beschließt, alleine Nachforschungen anzustellen, wirst du von einem 14-jährigen Sohn unterbrochen. Er möchte, von deinem, nicht einem, er möchte einen Freund besuchen. Er schaut dich an, wie es nur ein Kind kann, flehend und zugleich trotzig. Mitten in der Nacht? Ich fand It-Remakes alle nicht gruselig, aber trotzdem gut. Also ich fand es auf jeden Fall besser als das Original. Das Original fand ich echt trash. Aber gut, das Original habe ich auch halt nicht irgendwie als Kind geschaut oder sowas, sondern das Original habe ich halt, keine Ahnung, zum ersten Mal vielleicht vor 8 Jahren oder so gesehen. Und ja, das ist halt echt nicht so gut gealtert. Und da gab es halt echt viele komische Szenen, so komplett random Szenen drin, die komplett so die Stimmung auch gebrochen haben. Ich meine, so alte Filme zu gucken, ist ja hier und da sowieso mal so ein bisschen schwierig, weil nicht alles gut gealtert ist und so weiter. Aber vieles kannst du trotzdem von früher gucken und mit diesem Auge drauf von wegen, ja gut, ne, früher hatte man halt noch nicht diese Technik gehabt oder sowas. Aber das war halt bei It halt gar nicht so. Da gab es so viele komische Szenen bei It, die halt absolut Trash waren. Keine Ahnung, irgendwie so eine komische Szene, wo die sehen da irgendwas oder so in der Ferne, so in diesem Sumpf, diese Sumpfstelle da. Und dann träumt er ja irgendwie sowas und stellt sich davor, dass er irgendwie in den Sumpf reingezogen wird. Und dann sitzt da irgendein Typ im Busch neben ihm und sagt, hast du mal eine Mark? Und so, keine Ahnung, solche Szenen sind da drin, wo du denkst, bruh, das ist für Trash. Der erste It ist doch mega lustig. Habt ihr mal eine Szene gesehen, wo der Clown den einen Dude irgendwie angeschrien hat, aber nur er hat ihn angesehen. Also hat er eine andere Person auch angeschrien, um einen Clown zu überthronen. Das war mega funny. Ja, aber es soll ja nicht mega funny werden. Es soll ja gruselig sein, atmosphärisch. Als ganz kleines Kind habe ich mal so einen weirden Film gesehen, wo ich irgendwie die Eltern von dem Kind in Schweine verwandelt werden. War eigentlich übel, der Müll hatte aber tagelang Albträume. Du meinst Chihiros Reise ins Zauberland? Das ist kein Trash-Film. Das ist einer der besten Filme aller Zeiten. Hatte auch TV-Budget, ja. Oder er meint was anderes mit Schweinen, aber das klingt gerade wie Chihiro. Die Schweineszene fand ich auch gruselig. Ja, ich fand das auch sehr gruselig irgendwie. Dass die halt sich so in Schweine verwandelt hatten und so. Ja, das fand ich auch ein bisschen gruselig. Auch wenn der Film nicht... Er hatte schon hier und da so seine komischen Spooky-Szenen, aber das ist halt so... Ich glaube nur so für uns wirklich spooky, oder? Weil ich glaube, das ist ja eher so... Vieles war ja so aus der japanischen Kultur und Mythologie, was für die irgendwie so ganz normal ist und so. Aber für uns war das halt ein bisschen weird. Sie war dann auch so grotesk und gedankenlos, das war so scary. Ja, aber das ist halt mega nice dargestellt. Weil sie ja so fucking gierig waren und da reingehauen haben und diese Schweine dann halt als Symbolbild für Gier und so weiter richtig gut dargestellt, einfach wie ekelhaft diese Schweine auch aussahen und so. War schon sehr gut gemacht. Hab die Scary Movie Filme gehasst. Ich habe sie gerne geschaut. Das waren Filme, die ich als Kind geschaut hatte, vor denen ich keine Angst hatte. Genauso wie Saw. Saw habe ich auch als Kind gesehen. Das waren auch so Filme, vor denen hatte ich keine Angst nachts gehabt. Hey Ricky, was geht ab? So, wieso will mein Kind jetzt nachts irgendwo hin? Du erlaubst ihm es, solange er verspricht, um 11 wieder zu Hause zu sein. Du sagst Nein zu Charlie. Er weiß, dass er an einem Wochentag nicht so spät weg darf. Genau.
Charlies Stimme wird immer lauter, als ihm bewusst wird, dass du deine Meinung nicht ändern wirst. Du behauptest, er wäre zu meinem Besten. Es wäre zu meinem Besten. Aber in Wirklichkeit willst du nur deine Ruhe haben. Ich hasse dich, verdammte Scheiße. Bra, du bist fucking 14. Geh schlafen, du Idiot. Er zögert, er weiß, dass er zu weit gegangen ist, aber in seinem Zorn kann er sich nicht einbremsen. Bevor du ein Wort sagen kannst, stürmt er die Treppe hoch und knallt dir seine Tür zu. Oh, Kinder, ey. Pubertät, ey. Horrorfilme sind generell nur gruselig, wenn dich jemand festhält, weil die Person Angst hat und dich deswegen erschreckt. Ich habe damals als Kim Stream gesehen, weil ich mich unterm Bett meiner Schwester versteckt habe und bin dabei eingeschlafen. Die Diary gestern hat mich so kaputt gemacht, so viel Stuff, bei dem ich dachte, es wäre dead, ja. Wie stehst du zu Klonoa Remake, Ricky? Nee, ich kenne nur die originalen Stream-Teile. Du beschließt, ihm etwas Freiraum zu geben. Ihr müsst beide erstmal runterkommen. Bevor du zu Bett gehst, siehst du nach deinem Sohn. Ja, ich gehe nochmal zu ihm hoch. Klonoa 1 Remake braucht man nicht, aber 2 ist nice. Ja, aber wie findest du diesen Grafikstil? Diesen jetzt 3D-Look und so. Findest du den nice oder eher nicht so? Du klopfst an die Tür und als niemand antwortet, öffnest du sie leise. Dein Sohn ist sich unter der Bettdecke... Hat sich unter der Bettdecke verkrochen und schmollt. Er starrt stur die Wand an. Aber als ihm klar wird, dass du nicht gehen wirst, bevor er mit dir spricht, wendet er sich seufzend dir zu. Er muss lernen, sein Temperament zu zügeln. Widerwillig entschuldigt er sich für seinen Ausbruch. Und nachdem ihr reinen Tisch gemacht habt, könnt ihr beide ruhiger schlafen. Nicht so nice. PlayStation 1 Version ist perfekt, so wie sie ist. Ja. Fand ich auch. Chrono Cross. Ja, das Beste am Chrono Cross Ding ist halt, dass wirklich das Visual Novel Ding halt, das Text Adventure auch zu uns kommt, übersetzt. Das ist sehr nice. Aber Chrono Cross selbst, ich hätte mir eher ein Remake gewünscht, aber ja. Weil es sieht halt aus wie Emulator. Als hätte man halt, als würde man das halt auf Emulator spielen mit höherer Auflösung. Ja. War ein bisschen sad, aber trotzdem geil. So, ich meine, es ist zum ersten Mal in Deutschland rausgekommen, ne? Also kommt jetzt zum ersten Mal in Deutschland. Über 20 Jahren. Nach über 20 Jahren kommt es zum ersten Mal bei uns raus. Mega nice. Die ganzen Chrono Trigger-Fans, die nie Chrono Cross kennenlernen durften. Mag diesen 2.5D Artstyle oft ganz gerne. In Chrono Cross ist komplett 3D. Ein angespannter Weihnachtsabend. Beim Anblick des Tisches kannst du dir ein Lächeln nicht verkneifen. Draußen auf dem Gras liegt der erste Schnee. Die Kinder ziehen an deinem Weihnachtscracker. Wie zieht man ein was meinen Sie mit Weihnachtscracker? Wie zieht man denn an einem Weihnachtscracker ziehen? Ist das nicht was zum Essen? Während deiner betagten Mutter langsam die Augen zufallen. Du hattest schon immer eine Schwäche für Weihnachten. Oder meinen Sie diese Dinge oder was? Oder was meinen Sie mit ziehen? Und das Live Alive auch noch überhaupt Anerkennung bekommt. Ja, das ist auch sehr cute. Das sah sehr cool aus. Nicht das, aber Remakes generell. Achso. Ja, diese Sprite 2D-Grafik, ja, die ist cool. Aber bei Chrono Cross ist das ja... sind das ja keine Sprites. Das waren ja schon damals auf PS1. Polygone. Die rauchen Crack. Ah. Ich denke, die meinen diese Knalldinger. Weihnachtscracker. Ja, ich denke mal auch dieser... Ne? Jetzt sitzt du am Kopf des Tisches, auf dem Platz deines Vaters. Die Stimmung war den ganzen Nachmittag lang angespannt. Alle spüren es. Es ist euer erstes Zusammentreffen mit Chris, seit du dich geweigert hast, deinen Reisepass aufzugeben. Eine große Veränderung für Sam. Bisher waren die beiden Geschwister immer unzertrennlich. Weihnachten ist normalerweise so eine schöne Zeit.
Nur das Klappern des Bestecks ist zu hören, während Chris dich vielsagend anstarrt. Boah, ich kann heute absolut nicht lesen irgendwie. Genießt du das Weihnachtsfest, Großmutter? Du sprichst einen Toast aus. Du bleibst stumm. Ich spreche meine Großmutter an. Deine Mutter richtet ihren leeren, verwirrten Blick auf dich. Plötzlich fährt sie hoch und kommt sie zu sich. Ja, danke, Alex. Ganz wunderbar, murmelt sie. Das passiert in letzter Zeit immer häufiger. Nur das Klappern des Bestecks ist zu hören. Ach, das ist nochmal dasselbe. Du bleibst stumm. Chris leert das 4. Weinglas mit etwas zu viel Schwung. Siehst du, Sam? Alex kann mir nicht mal in die Augen sehen, nach dem, was passiert ist. Deine Tochter blickt verwirrt hoch. Was meinst du damit? Was ist denn passiert? Fragt sie leise. Du machst dich auf etwas gefasst. Schlägerei auf der Weihnachtsparty. Gleich brennt der Baum. Jo, diese Musik gerade einfach Zero Escape. Sam versucht etwas einzuwerfen. Lass uns das nicht jetzt besprechen. Aber Chris fährt energisch fort. Nein, ich denke, Sie sollten das wissen. Nun, Susi, Alex, hier. Halt die Luft an, sofort. Danke, Chris, das reicht jetzt. Chris wendet sich von dir ab und lässt den angestauten Frust an einem billigen Stück Brathähnchen aus. Deine Tochter Susi nutzt die Gelegenheit, um dich mit einer Frage in die Enge zu treiben. Du hast mich doch lieb, oder? Du lachst leise. Das kommt dir bekannt vor. Jetzt kommt sicher nichts Gutes, oder? Sagst du scherzend. Susi verdreht die Augen. Du weißt doch, dass meine Freunde und ich heuer... Du weißt doch, dass meine Freunde und ich heuer eine Reise planen. Ist das ein Fehler oder kenne ich das Wort nicht? Ja, ich denke mal, das soll auch heute eher bedeuten, ne? Heuer heißt so viel wie in nächster Zeit. Okay. Nie gehört das Wort. Beginnt Susi unschuldig. Also ich hatte gehofft, dass ihr mir da finanziell unter die Arme greifen könnt. Susi wird von Chris' höhnischen Grunzen unterbrochen. Ich würde nicht darauf wetten, Susi. Alex ist nicht gerade für Großzügigkeit bekannt. Stimmt's, Alex? Haben alle gegoogelt, ja. Kennt ihr wirklich das Wort heuer nicht? Nee. Ich kenne ist mir nicht geheuer. Stammt es davon ab? Sogar ich kenne das Wort. Ja, du wohnst auch in einem anderen Land. Da redet man eine andere Sprache. Ich glaube nicht. Aber wo ich gerade bezüglich dass ich heute irgendwie Trash lese, Leute. Ja, warte ich mal. Und hier ist meine, mal gucken, ob die richtig rum ist, meine nagelneue Grafikkarte. So, schauen wir mal, was oben drauf steht. Zuerst mal steht links oben Republic of Germans drauf, also dass es aus deutschem Markt anscheinend ist. Zuerst mal steht links oben ich lieb's. Wie auch kein zweites Mal darauf nochmal genau schaut. Einfach, es kommt straight aus der Republik Deutschland, Leute. Diese Grafikkarte wurde gebaut in der Republik Deutschland. Republic of Germans. Republik of... Oh, ich lieb's, ey. Oh, ich lieb's. So, Chris, tu uns allen den Gefallen und halt die Klappe. Du ignorierst Christ einfach. Du ignorierst Jesus Christ und lächelst seine Tochter zu. Wie er es auch einfach hinnimmt, ja, dass er das nicht in Frage stellt oder so. Er nimmt es einfach hin. Oh ja, wurde halt in Deutschland hergestellt.
Fucking die Republik Deutschland, Alter. Wir werden so viel von der Welt sehen und so viele andere Kulturen kennenlernen, schwärmt Susi. Du seufzt und senkst die Stimme. Du weißt ja, im Moment ist es finanziell schwierig, seit Großmutter hier wohnt. Wir haben einfach nicht so viel Spielraum, Susi. Bitte, Harriets Eltern helfen ja auch. Tut mir leid, ich wünschte, wir könnten uns das leisten. Können wir aber nicht. Na schön, einverstanden. Wir finden schon eine Lösung. Ja, wir finden schon irgendwie eine Lösung. Ein paar Überstunden kloppen, ne? Sam meldet sich zu Wort. Entschuldigung, wolltest du mich nach meiner Meinung fragen oder wolltest du einfach weiterhin so tun, als wäre ich gar nicht da? Du spürst, wie du rot anläufst und wendest dich ab, damit Chris es nicht sieht. Du weißt, dass du in letzter Zeit nicht sehr aufmerksam warst, aber dieser Rüffel scheint übertrieben. Was für Rüffel, Alter. Sam atmet tief durch und schlägt einen freundlicheren Ton an. Aber du hast Glück, ich stimme dir zu. Das ist eine tolle Gelegenheit und ich bin sicher, wir werden das Geld irgendwie auftreiben. Danke. Sam schaut dich nicht an. Charlie verlässt peinlich berührt den Raum, während du mit dem Abräumen der Teller beginnst. Hattest du einen schönen Geburtstag, Pat? Fragt deine Mutter gut gelaunt. Fröhliche, verfegte Weihnachten. Ein unverhoffter Gewinn. Du siehst den Poststapel durch, der sich angesammelt hat. Bei jeder neuen Rechnung zieht sich dein Bauch krampfhaft zusammen. Du hältst inne, als du etwas Blaues aufblitzen siehst. Auf einem Umschlag erkennst du das Logo von Advance und reißt ihn auf. Lieber Familie Winston, vielen Dank für die Zusendung Ihrer Reisepässe zur Bewilligung. Wir bestätigen deren Erhalt und Gültigkeit für das neue Kapital- und Vermögensumverteilungsprogramm. Das wird hoffentlich den ständigen Streit mit Sam in den letzten Monaten aufwiegen. Also wenn es mehrere Enden gibt, bekommst du vermutlich eher nicht das Beste. Wieso? Weil ich kein illegaler... Das Vermögen hat sich geändert. Weil ich nicht fucking illegal bin oder das? Verkauf die andere Niere. Ich bin noch ärmer geworden. Wir freuen uns, Ihnen hiermit einen Scheck zu übermitteln. Nicht nur als Symbol unserer Dankbarkeit Ihnen gegenüber, sondern auch als Symbol unseres unerschütterlichen Engagements für die Schaffung einer Gesellschaft, die frei von Ungleichheit ist. Nur das Pulsieren des kleinen Schnitts, den du dir in der Eile am Finger zugezogen hast, beweist dir, dass du nicht träumst. Ein Scheck, noch dazu mit einer nicht unbeträchtlichen Summe. Hä? Aber wieso ist dann trotzdem noch mein Vermögen so scheiße? Chris hatte recht, Advance ist wirklich dabei, den Wohlstand umzuverteilen. Wir werden weiterhin unbeirrt nach mehr Wohlstand für unsere Nation und unser Volk streben. Gemeinsam vorwärts. Der finanzielle Druck, unter dem ihr steht, lässt ein wenig nach. Ein herrliches Gefühl. Ja, ich habe jetzt dick Cash bekommen. Wieso? Um was geht es eigentlich? Ich sitze in der Regie von einem Nachrichtensender. Eigentlich. Mein Fuß juckt, Alter. Und muss die Sendung leiten, eigentlich. Aber zwischendurch kommt so ein bisschen Story rund um die Welt, in der man sich befindet. Und da ist wohl gerade irgendwie eine neue Partei in der Politik am Start, die wohl ein bisschen das Geld anders managen möchte. Warum muss der Reißverschluss an diesem Koffer nur immer klemmen? Heute ist euer Jahrestag. Sam und du fahren wie jedes Jahr übers Wochenende weg. Guck mal da, nicht täglich besorgt. Mein Vermögen hat sich wieder geändert. Üblicherweise zum Campen. Das Geld wächst schließlich nicht auf Bäumen. Du freust dich schon lange drauf. Endlich etwas Zeit zu zweit, abseits des Lärms des Alltags. Keine Kinder, keine Arbeit, nur Ruhe und Frieden und ein bisschen Romantik. Endlich gibt der Reißverschluss nach und du kannst den prallen Koffer die Treppe hinunterzerren. Auf dem Tischchen im Korridor blinkt der Anrufbeantworter. Guten Abend, Alex. Hier ist Mr. Boseman. Ich rufe an, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie an diesem Wochenende bei der Arbeit benötigt werden.
Sam wird wütend. Es sind neue Informationen bezüglich der wachsenden Spannungen zwischen unserer Nation und ausländischen Kräften ans Licht gekommen. Daher wird das Team der nationalen Nightly News rund um die Uhr arbeiten, um sicherzustellen, dass wir als Erste mit der Story rauskommen. Es versteht sich von selbst, dass ich Sie morgen früh an Ihrem Arbeitsplatz erwarte, pünktlich um 8 Uhr. Einen schönen Abend noch, Alex. Der erste Schreck verwandelt sich in Ärger und dann Zorn. Was wirst du Sam sagen? Ja, die neue Partei hat Bock auf Krieg, wie es aussieht. Das war Katzensprache. Dein Schatz kommt die Treppe herunter, strahlend vor Aufregung. Sam gibt dir einen Kuss, schnappt sich die Autoschlüssel vom Tischchen und macht sich daran, euer Gepäck ins Auto zu laden. Ignoriere die Nachricht, du brauchst dieses Wochenende. Entschuldige dich vielmals bei deinem Schatz und sage, dass du wirklich arbeiten musst. Bowsmans Wutanfälle sind legendär. Wie würdet ihr in diesem Moment reagieren? Vor allem, mir fehlt eigentlich noch eine dritte Entscheidung. Einfach mal meine Frau darauf ansprechen. Nicht sofort entweder komplett sagen, yo, Alter, ich muss arbeiten, oder einfach, yo, Alter, let's go in den Urlaub. Sondern vielleicht mal mit ihr darüber sprechen, erstmal. Und sagen, Alter, mein Chef hat gerade angerufen. Was meinst du? Soll ich drauf scheißen? Und wir gehen einfach in den Urlaub oder so? Wieso nicht mit ihr darüber reden? Wieso dann einfach direkt nur ja oder nein? No ideas, das ist einfach mega trash. Ich meine, er hat sich ja Urlaub genommen. Man hat ja... Kann man dafür gefeuert werden? Nein, oder? Ich meine, wenn du Urlaub genommen hast und der Urlaub steht dir zu und dann ruft dein Chef an und holt dich aus dem Urlaub zurück. Musst du ja nicht machen, oder? Urlaub ist Urlaub, denke ich. Ich meine, klar, dann würde er dich vielleicht weniger mögen und vielleicht mehr auf den Kicker haben, weil du ja dann nicht so engagiert bist. Aber Urlaub ist Urlaub, Alter. Deshalb, du brauchst dieses Wochenende. Auf geht's. Nachricht gelöscht. Was war das? Fragt eine Stimme in deinem Rücken. In meinem Rücken? Nichts Wichtiges. Ach so, sie steht hinter mir. Nichts Wichtiges, antwortest du und schlüpfst in deinen Mantel, während das Adrenalin durch deinen Körper rauscht. Du fasst Sam um die Hüfte und ziehst die Tür lautstark hinter euch zu. Ich würde wahrscheinlich sagen Urlaub. Der soll mal meinen Urlaub respektieren. Ja, ich meine, ich habe ihn beantragt, ich habe den Urlaub bekommen. Aber ja, ich hatte zum Beispiel auch so, wir hatten das, wo ich noch in der Ausbildung war, hatten wir auch solche Situationen gehabt, dass wenn irgendwie was passiert ist, irgendwie ein Krankheitsfall passiert ist oder sowas und irgendwas erledigt werden musste oder sowas, dass dann angerufen wurde und gefragt wurde, yo, ist es okay, wenn du vielleicht doch wieder kommst oder so? Früher aus dem Urlaub kommst und so. Und meine Arbeitskollegen oder halt die Gesellen, die dort halt gearbeitet haben, die waren halt wirklich so drauf, dass sie gesagt haben, ja, okay, dann komme ich zurück aus dem Urlaub. Du solltest deine kurze Auszeit genießen. Am Montag wirst du ohnehin dafür bezahlen, ja. Würde ich niemals. Ja, ich würde halt auch nicht, aber keine Ahnung, bei uns waren die so drauf. Dass sie dann gesagt haben, ja, okay, dann komme ich halt. Eine unwillkommene Rückkehr. Als du am Montag bei der Arbeit erscheinst, straffen dich deine erschöpften Kollegen mit sauren Blicken. Achso, sie strafen, nicht straffen. Eine Nachricht wartet auf dich. Die untadelige Schrift ist blutrot. Ich bin sehr enttäuscht, Winston. Höchstens, wenn ich den Urlaub dann woanders hin plane und es dann besser klappt, beziehungsweise passt nicht klappt. Ja, aber ich meine, ihr nehmt euch Urlaub nicht, um irgendwo wegzufahren, sondern ihr nehmt euch Urlaub, um einfach eine Woche zu Hause zu pimmeln. Und dann ruft der Chef an und sagt, yo, der Matthias ist gerade krank.
hat sich gerade irgendwie sein Bein gebrochen, Arbeitsunfall und so. Und wir haben niemanden, der die Baustelle kennt, außer dir. Kannst du vielleicht früher kommen? Oder was heißt Baustelle? Sagen wir mal was anderes. Ein großer Auftrag oder sowas, keine Ahnung. Du hast an diesem Auftrag gearbeitet mit Matthias zusammen, aber du bist jetzt in Urlaub gegangen und Matthias muss halt das alleine erstmal machen und der hat jetzt sich irgendwie einen Arbeitsunfall, irgendwie verletzt oder sonst was. Und das heißt nicht, komm zurück aus dem Urlaub oder ich bringe dich um oder so oder ich kündige dich, sondern es ist nur so ein nett gefragt, so, yo, hast du vielleicht mal Bock zurückzukommen, weil du bist der Einzige, der den Scheiß kennt. Würdet ihr dann trotzdem Nein sagen? Wenn ich keine großen Pläne habe, würde ich auch im Urlaub zur Arbeit kommen. Ja, oder einfach ja. Sag, ich komme und dann krank melden. Wow. War es das wert? Ja, schon. Also ich denke, ich weiß nicht, wie das Wochenende mit der Frau verlief, aber bestimmt hat sich's gelohnt. Ein Zustimmungsformular. Junge, ist das ein Visual Novel oder wann kann ich spielen? Kann sich Kaffee leisten. Ja, das reicht mir. Dein Sohn Charlie blickt dir über die Schulter, während du liest. Strebst du nach immer mehr Leistung? Bist du ein aktives Mitglied des Teams? Liebst du es, die Früchte der Zusammenarbeit zu ernten? Schließ dich noch heute den Advanced Tatmenschen an. Gemeinsam vorwärts. Das klingt gar nicht nach dem Jugendclub, von dem er dir erzählt hat. Charlie nimmt dir den Flyer aus der Hand und steckt dir ein Formular entgegen. Ich kann direkt von der Schule hingehen und Bens Schwester bringt uns danach nach Hause. Du musst also gar nichts tun. Also wenn ich im Urlaub nichts vorhabe und der Chef ist ein netter, ist dann ja. Wird dann aber die Woche danach Urlaub nehmen. Urlaub ist Urlaub. Bei mir wird es darauf ankommen. Ich bin bei der Eisdiele schon mehrmals spontan eingesprungen, weil andere in Quarantäne sind. Einfach weil ich die Arbeit mag und mich die Chefs sehr gut behandeln. Wäre es ein Job, wo ich sonst nicht gut behandelt werden würde, würde ich im Urlaub bleiben. Wenn ich wie Alex schon was vorhabe, dann würde ich auch sehr unangenehm zur Arbeit kommen. Also ja, ich würde auf jeden Fall sagen, nein, ich komme nicht. Also auch ich wäre so, wisst ihr, wie ich einer wäre? Wenn diese Situation, die ich gerade geschildert habe, bei mir wäre. Und auch wenn ich zu Hause bin und am Pimmeln bin, ich würde sagen, yo, aber ich bin gerade 400 Kilometer weg von zu Hause. Scheißegal. Ich bin raus. Auch wenn ich gerade fett auf meiner Couch sitze. Mit Chipskrümel auf meinem Schoß und dem Gamepad in der Hand. Bruh. Ich bin gerade am Bodensee, bruh. Ich kann nicht so schnell wieder hochkommen, Mann. Und dann sieht der Chef dich im Laden. Ja gut, wenn du in derselben Stadt wohnst und so, dann ist es natürlich ein bisschen kritisch und so, ne? Aber ja. Charlie nimmt den Flyer aus der Hand und steckt dir den Formular entgegen. Ich kann direkt von der Schule, achso. Du unterschreibst das Zustimmungsformular, damit dein Sohn den Advanced Tatmenschen beitreten kann. Auf gar keinen Fall. Du weigerst dich, das Formular für deinen Sohn zu unterschreiben. Das ist ja, keine Ahnung. Will man sein Kind dahin schieben? Ich meine, wenn er dahin will. Ich meine, er interessiert sich für Politik. Dann kann man ihn ja mal dahin schicken, aber es ist ja auch irgendwo wahrscheinlich eine übelste Propaganda. Deshalb, oh mein Gott. Würde ich mein Kind dahin schicken wollen? Weil mein Kind Bock hat? Das Ganze klingt stark nach Drittem Reich. Hey Smelly, was geht ab? Es klingt so, als würde es darauf hinauslaufen, dass diese Partei wohl wahrscheinlich nicht unbedingt die Guten sind. Und man will da nicht unbedingt vielleicht sein Kind irgendwo hinschicken zu einer Partei. Aber wenn es jetzt eine ganz normale Partei ist oder so, die jetzt nicht so krass negativ behaftet ist und so, ist ja an sich ganz cool, wenn sich das Kind für Politik interessiert, ne?
Ich schicke ihn dahin. Soll er, wenn er es, vor allem wenn er es selber will, ja, soll er machen. Dein Sohn ist begeistert. Er ist herzerwärmend zu sehen, mit welcher Leidenschaft er ein aktives Mitglied der Gemeinschaft werden möchte. Das kann doch nur etwas Gutes sein. Ein Jahr später fährt er mit einem Boot und Bomben unter einer Brücke, Alter. Alan James is right in front of you. Sind das Tickets für Alan James? Oh no. Jemand von der Arbeit hat sie mir gegeben. Sie können nicht hingehen, erklärt Sam und hält dabei 2 Tickets hoch. Du liest den fett gedruckten Titel. Alan James hat recht. Bewusstwerdung. Oh no. Ich weiß nicht recht, was meinst du? Sollen wir hingehen? Gratis-Tickets sind Gratis-Tickets. Er ist eine Persönlichkeit und es sollte zumindest amüsant werden. Der Typ ist ein Spinner. Oh, ich meine, wieso nicht, ne? Ich bin erwachsen, ich kann selber mir eine Meinung bilden. Es ist umsonst. Kann man ja mal hingehen. Und ich meine, wenn es scheiße wird, kann ich ja aufstehen und gehen. Die Show ist unterhaltsam, aber bei weitem nicht so lustig wie erwartet. Er ist ein versierter Redner und irgendwas hinterlässt Eindruck bei dir. Als du spät abends noch wach im Bett liegst, während Sams Atem schon lange ruhig und gleichmäßig geht, wird dir mit einem Schlag klar, was es war. Das Publikum. Es hat nicht gelacht, es hat gebrüllt. Wenn er es selber will, wird er so oder so seinen Weg finden, teilzunehmen. True, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Eine profitable Partnerschaft. Als du nach einem besonders langen Arbeitstag nach Hause kommst, findest du die Post fein säuberlich im Stapel sortiert vor, wie Sam das in letzter Zeit immer macht. Das meiste davon ist der übliche Müll, aber ein Brief erregt deine Aufmerksamkeit. Darauf prangen das zunehmend vertraute Advanced-Logo und die passenderweise in roten Lettern gedruckte Aufschrift „Dringend sofort beantworten!“ Liebe Familie Winston, mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass die Advance-Regierung einen weiteren Schritt im Kampf für mehr Gleichheit gesetzt hat. Und zwar die Verstaatlichung der größten privaten Konzerne und die Verteilung von deren Ressourcen an die Bürger dieses großartigen Landes. Das Anleihen-Partnerschaft-Programm stellt sicher, dass vom Volk generierte Wertschöpfung auch dem Volk zugutekommt. Du erinnerst dich nicht, im Manifest darüber gelesen zu haben. Jeder Haushalt wird Partner von einer von 3 sorgfältig ausgewählten Einrichtungen, die von Advance für ihre durchgängig hohe Leistung und finanzielle Sicherheit gewählt wurden. Bitte beachten Sie, alle Ergebnisse basieren auf der öffentlichen Meinung und unterliegen keinerlei Garantie. Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen. Was? Auge des Betrachters AG. Sei es Kosmetik, Kleidung oder Couture. Wir sehen die Schönheit in allen unseren Kunden. Nils Deals GmbH. Immer der beste Deal beim verrückten Neil. Hat mich gecatcht. Schon sympathisch, bin dabei. Genuss KG. Ihr Genuss ist unser Geschäft. Ob Sport, Reisen oder einfach eine persönliche Wohlfühlzeit. Keine Freizeit ohne Genuss. Ich gehe zu Neil. Nils Deals. Gefällt mir. Das Spiel ist, by the way, ziemlich super mit so null Kontext. Vielen Dank für Ihre Auswahl. Bitte senden Sie das Formular im beiliegenden Umschlag zurück. Sie erhalten in 3 bis 6 Arbeitsmonaten einen Bericht über Ihre Partnerschaften. Anscheinend kann selbst Advance den Sumpf der Behördenbürokratie nicht trockenlegen. Vor allem eigentlich das Main-Gameplay kommt gerade ja gar nicht mehr. Ich bin ja nur noch im Visual Novel-Stil unterwegs hier. Die Zukunft dieser Nation liegt in der Partnerschaft. Gemeinsam vorwärts. Okay. Das hat Gameplay, ja. Das ist eigentlich. Oh, jetzt kommt das Gameplay.
Hieß das Kapitel nicht eine lange Nacht? Der Sturm. Ja, okay, ich bin da. Good evening, Alex. It's Bozeman here, your boss. While you're powering up and getting the adverts loaded, I thought I should just tell you that we've had one of those public information films from the government, and it's mandatory that you play it. You still have a free choice for the other two, so read those tape labels carefully. But make sure you play the advance advert, preferably at the second break. Right, that's the lot. Have a great show. Total pimp. My God, that weather looks nasty. Oh, how's it going with Steve? Why are all men such... Tommy Harris erklärt die Bedeutung von Prostata-Untersuchung. Ich bin dabei. Sorry, I Der didn't verrückte say Neil. imaginary friend in the sky over you. Die Wochenabo für Lesegenuss. Wir machen verrückte Neil wieder. Like I said, all of you. Did your personality accidentally slip out? Pricks. Going in 5, 4, 3. Good evening. I'm Jeremy Dawson. And I'm Megan Wolf. Our main stories tonight. Uncooperative. A mysterious symbol has appeared overnight on thousands of buildings throughout the capital. Tonight, in an exclusive live interview with Prime Ministers Julia Salisbury and Peter Clement, I'll be asking what this mysterious symbol might mean. After 3 months of record-breaking approval ratings, could this be the daring first move of a silent resistance movement? And what would that mean as we go into the future? We shall overcome. Trapped in Dante's taint for more than a month now, doctors Ingrid Svorsborg and Horgensvoord and David Wong announced today that they're considering 2 possible options. With 2 Operation of the Survive. finest minds in science working together, hopes are still high for the eventual return of the team to dry land. Without enough engineers to successfully fix their craft, the team seem likely to attempt to farm the cavern's ecosystem while they wait for rescue. Sehen sehr vertrauenswürdig aus. I think I'll stick to risotto, Jeremy. Bearing their opinions, the formerly rich are fighting back with a naked protest. Our very own Robin Short was on hand earlier today when this new protest group first presented themselves. Spokesman Wentworth Somerset Bentley said today, they've had the shirts off our backs. They might Das fucking Gewehr. And while it's easy to laugh, Guter Protest. perhaps we should all just be pondering how desperate the formerly rich are to regain their power. Table for 2. Johnny Hamsleeves and Tiffany Lamour were spotted having a private moment out at lunch today. The popular couple have certainly been on a roller coaster since they started Stimmt das Linke? last year. And this image is sure to place them firmly back in the tabloids. Could we be on the verge of the biggest celebrity wedding since professional wrestler Randy Ja, war richtig. McFridge married his longtime tag team partner Tina Tiny Hands last year in a wrestling ring made entirely of... Oder Moment. Ich habe ja gesagt, ich dachte eigentlich, ich muss für das, was die sagen, das richtige Szenario auswählen. Aber ich glaube, ich habe das falsch verstanden. Sie reden einfach genau das, was ich nehme. Hätte ich jetzt den Test-Shit genommen, also den Schwangerschaftstest genommen, dann wäre wahrscheinlich das gekommen. Oder ich glaube, das war der Vatertest. Dann würden die darüber wahrscheinlich reden. Ich glaube, ich wähle das Thema und nicht. Du hast freie Wahl. Ja, aber ich dachte, das, was die sagen, das kann ich nicht ändern, sondern ich muss quasi die Bilder A oder B zu dem, was die sagen, anpassen. Das heißt zum Beispiel, dass wenn sie jetzt sagen, yo, er hat einen Heiratsantrag gemacht, aber ich zeige ein Foto von dem Vaterschaftstest, dass das dann keinen Sinn ergibt und ich verliere dann halt Punkte. Aber ich glaube, das ist egal. Das, was ich nehme, darüber wird auch, glaube ich, gesprochen, oder? Is this one celebrated role model about to become the bad boy of sport? And onwards and upwards. In an attempt to put the Mr. Snugglehugs disaster behind them, Rimington's CEO, Sophia Rimington, today announced a brand new product that already has the markets buzzing with interest. This groundbreaking product came as quite a shock when it was revealed earlier today, though its critics are skeptical that the young CEO can fulfill her promises. Described as a breakthrough far ahead of its time, the male contraceptive pill is heralding a sexual revolution. Its fans are celebrating the fact that men can finally take equal responsibility for contraception. But Die Pille für Männer. Concerns over its safety and side effects. I escaped. An exclusive prime ministerial interview coming up later. And our very own Patrick Bannon coming to you live from the first annual Sports Board final. You won't want to miss a second of tonight's National Nightly News. Hä, was ist passiert? War doch gut.
Hä, ist doch richtig. Hä, wieso? Wieso ist das falsch? First tonight, Scheiße. after the Christmas horror Scheiße. caused by Mr. Snugglehugs, we have an exclusive interview with one of the victims. Poor 7-year-old Timmy Tadlock, like so many of those affected by the Christmas bloodbath, has spent the last 3 months undergoing a series of reconstructive facial surgeries. Last week, joyfully, he spoke for the first time since the tragedy. Tonight, he talks to us. Before we go to the interview, however, this station would like to issue a full and frank apology for any part we may have played in the tragedy. We should never have advertised Mr. Snugglehugs. Without our publicity, the sheer scale of this tragedy, and now upwards of 8,000 casualties, might have been averted. On behalf of the nightly news team, we're sorry. In future, we will do better. Fucking Now it's Mr. over to Kuschelflausch. Robin at the Tadlock family home. Robin? Thank you, Megan. I'm here with Mr. and Mrs. Tadlock and their 7-year-old son, Timothy. Alter! Today. Yes, well, you're bloody lucky we're spending any time with you at all, after what you lot did. Was hat Mr. Kuschelflausch mit ihm gemacht? It's all right. It wasn't your fault. Was ist passiert? As you can see, Megan, there's still a few open wounds here. I'll tread carefully. So, fuck. I'm going to speak to Timmy now. Fuck. Hello, Timmy. Can you see me? Mummy, who's that lady? It's the lady from television, Timothy. She's going to ask you a few questions. You be careful now, it upsets him to remember. Don't worry, Mr. Tadlock. I wasn't the Swinstead Middle School Inquirer for no reason. So, Timmy, can you tell us what happened to you? You had just unwrapped Mr. Snugglehugs, hadn't you? Was he under the tree? Yes, I could smell him already. He smelled like love. Ah, yes, that'll be the fur. It's scented with hoof. I was so excited. I ran up to my room and gave him a big hug. It was so soft and warm. Was like passiert? our cat, before he got in the way of Daddy's Porsche. Bloody cat had a death wish. And what did Mr. Snugglehugs say to you? He blinked his real action eyes and said, "You're my very best friend." But I sure wish Mrs. Snugglehugs was here, and she can't be, for just $89.99. And then it's a general error. 41. And is that when he burst into flames? Look careful. And then he exploded. Oh, look, I've asked you nicely. And am I right in saying that one of his real action eyes is now permanently embedded in your cheek? Yes. When I took him in at night, it glows through bandages. I know it's under there, staring at me. Yeah, some of the other children have started calling him Timmy Three Eyes. Gleich kommt wirklich Freddy. That's 5. It's too many eyes, Robin. And what's the last thing you remember before the darkness overtook you? He looked at me with his one eye and laughed. Laughed as he burst. It sounds very traumatic. Oh. Do you have nightmares? All right, that's quite enough of Timmy? you two coming in here with your camera, trying to make a buck out of our suffering. I won't have it. Mr. Tadlock, just a couple more questions. Timmy, do you think you will ever be what we can call No, you've had your normal questions, again? and now look. Oh, you've made him cry with all 3 of his eyes. Calm down, you're scared. Do you think your parents will ever really love you again? Right, that's it. Enough. Come on, I'm happy, Mr. Tadlock. No, your poster, your favourite poster, Timmy. Are you okay? Oh. So there you have it, Megan. Just one of the many victims of an indescribable tragedy that has shaken our nation. I'm pleading, am I not? Thank you, Robin. Harrowing stuff. And many questions to be answered by Sophia Remington in the coming days and months, I'd wager. How will she turn this crisis around? So, Jeremy, what are the warning signs a consumer should look out for when they're spotting a dangerous toy? Well, Megan, experts advise to always check for the new Advanced mark, which guarantee a level of safety and quality. Yeah, can we just get a close Glaubst du kannst jemals wieder normal sein? At this National Nightly News mug, you should see the mark just on the base of it there. In the wake of the scandal, the government were praised for their swift response in bringing in this set of stringent checks and new products. It certainly is good to know that someone's watching out for our families.
When we come back, our very own Patrick Bannon will be live from the Sports Board Finals. Stick around, you won't want to miss it. We'll be back after these messages. 1 minute back. Oh, sorry, I'm bursting. Ah, ich habe die Werbung vergessen. She's very good. Scheiße. Megan. Yes, she is. Watch your back. Prostatavergrößerung, wir wollen das. Come in. Come on. I'm Tommy the Fingernail Harris, sporting legend. I've got it all. 4 world championships, 2 cars, a bidet, and an enlarged prostate. Alex, Bozeman, we're getting reports in that naked protesters might try and spell the sport. Hallo, ich will die Prostata-Werbung sehen. Ich will mehr über seine vergrößerte Prostata hören. It can put pressure on the bladder. This can cause trouble starting to pee, and it can cause laundry-based trouble between you and your she-demon of an ex-wife. So what caused this big old prostate in your bum? Well, sorry, me and the doctors, we don't know. But I can tell you, as you get older, your body changes. And that's okay. If you're worried about your swollen bum sack, book an appointment for God's sake. Arschbeutel. Procedure is easy, it's quick, and it's not gay. I'm Tommy the Fingernail Harris. Rectums, check them. Welcome back to the National. Coming up later, we'll be speaking to the Prime Ministers about their exciting new healthcare facilities, transition centres. Patrick, wasting away in the chair. Hä? We're going now to our own Patrick Bannon, who's reporting live from the finals of the new game that's gripping the nation, Sports Board. Patrick? That's right, Megan, you joined me live here for the final of the first annual Sports Board Championship. It's been a hotly contested competition so far. I think it's fair to say these two have been dancing around each other all season. First up, we have Eddie Striker. She's the more experienced of our 2 players today. Striker has got an accuracy of 7, a danger rating of K, and a 12-month driving ban. Striker's known for her signature move, the lanky hamster. And facing her tonight, hoping to prove himself with a career record of 12 outs, 14 finishes, and a divorce pending, it's Mr. Wingspan himself, Tommy, the Fingernail Harris. Just waiting on the ref now. The slapping ceremony is taking part. Wieso haben sie sich gerade geslappt? Still going on. Striker, go first. Striker, of course, first to start, as she won the trivia round earlier on by some margin. The robe. Harris, perhaps the brawn and not the brain. Stupid. Eddie Striker. Nice start there from Striker. She's determined not to let the nerves show. Not after last time. Junge, was passiert da gerade? On to Mr. Harris now. Tommy. Using his arm to pick up the ball. Not a bad shot there from Harris. Back to Striker for shots number 3. All right. She's gone to sort of throwing it under her legs. Not bad, if you ask me. Was there contact? Don't know why you complained. To Harris. Bit of business with the ref, but it got sorted out. Back to Harris now. A ball in the hand is worth 2 in the bush. Football. Move back. I'd say that's fair, but what do I know? Oh no, and Harris is not going to be happy with that. So really not a good start there for Tommy Harris in round 1. We can only hope that round 2 treats him a bit better. But first, of course, after the argument with the ref section, it's time to change ends. Of ends. Now we have the ceremonial changing of the ends. And of course, now they go back to the starting positions, as that makes sense. Striker giving it large. Second round, double, Harris. Winter round 2 now with Harris. Okay, we seem to have some sort of streak on the pitch. Apologise if we broadcast any of that stuff. She appears to have slogans across her breasts and arse. Try and ignore all of that. Security, I'm sure we're going to take them out as soon as possible. Apologise if we... Ich will immer wegklicken, aber ich drücke zufällig genau dahin, wo es ist. They're trying to carry on play, but it's proving a bit difficult, and I'm struggling to follow. Because it's quite an eyesore, and women's body... Yeah, all right, great. Okay, so back into round 2 now. Der Kommentator, Alter. Eddie Striker.
No, it's just some of the tightest play I've seen ever. Harris. Ach, er wirft. Scheiße. And was that the fitted thumb screw? We haven't seen that since the heats. What a brilliant move. Back to striker. And we know what that means, ladies and gentlemen. That is, of course, the ground sound. Excellent bit of play here on both sides of the bucket. I don't know about you at home, but I'm finding the technical mastery in display here absolutely blooming jaw-dropping. The ref has spotted something in Harris's neck or head. And Harris is having an absolute shocker. What a miserable start there for Tommy Harris. But he is a late bloomer, of course. Ich verstehe absolut keine einzige Regel von diesem scheiß Spiel, was sie da gerade machen. Keine einzige Regel. And after all, it is a game of two halves, 4 rounds and 7 subgenres. But now, of course, it's time for the half-time show. Ich verstehe absolut nicht, was da gerade abgeht. On my whistle. Must be some music here to start the half-time show. Okay, another posh protester loose on the court here. Schon wieder? Oh mein Gott. Best to shield you from having to look directly at it. Is running around here with his genitals on display for all to see. And ruining what was shaping up to be quite the dance interlude there. Now he's thrusting himself in Harris's face. Security is on it. And the bucket has been knocked over. I cannot stand it when the bucket gets knocked over. Vor allem, das muss ja irgendwie irgendwo, also es ist ja wahrscheinlich irgendwie eine Impro-Show, oder? Also die improvisieren das ja alle, oder? Weil es ist ja auch alles ohne Cut und so. Ich glaube, die improvisieren einfach. Denen wurde einfach so ein paar Sachen gesagt und die machen gerade einfach Impro-Theater, oder? He'll get taken out now. Genitals flying around for all to see. Really, if you ask me, not Sunday morning television. And out of there, hopefully taken away, never to be seen again. Final poses. Ball boy cannot be in the final pose. Und ich muss sagen, ich wäre gerne dabei gewesen. And a lovely finish there on both sides of the bucket. I wouldn't like to call that one. And as we head into round 3, I'd love to know what's going on in these two players' heads. But unfortunately, because of science, we can't. Thank you. Not bad. Not bad. So that ball boy's giving me the eye all day. I don't know what's going on there. Striker there, not a great start. She looks a bit flustered, I think, after all that swinging around. Back to Harris here. God, what I wouldn't give to be that ball. Am I right, ladies? Tommy Harris. And it dribbled down his arm, which is actually a really good move, because, of course, if it dribbles down his arm and goes on the floor, it's not going in the bucket. Haben wir zur Seite fallen gelassen. Back to striker. And striker's gone for the animal bonus there, but of course, perhaps... And yes, Harris has counted with a tiny bell. That is wonderful play. Of course, we've seen that before. Look at her face. She is absolutely gutted. What a mud. That could have been the clincher. What a massive shame. Harris receives possession now. Harris to serve now. Harris, of course, undefeated by Kestrel in his last 4 bouts. So, here we go. Tommy Harris. That's all right. Not bad there. He threw it quite far away from him, which is quite a good idea. Very clever there. Die hat fast gelacht. Sie ist fast aus ihrer Rolle rausgekommen. Die hat fast gelacht. And she's let the nerves get to her. What the hell was that? You hate to see it, don't you? You cannot believe it. Oh, for God's sake. Okay, like, I mean, this is a mess now. I don't know what I can be doing about this. I mean, sort of breasts and genitals for all to see. I mean, there's only so much I can do. They're sort of everywhere, aren't they? All right, I'll try and carry on. The players are trying to carry on, but of course it's difficult because these protesters, hopefully we can get them taken off soon so we can carry on with the match. Nonsense is going on Sensor. here. Yes. We want our money. Yes, very good. Take them away. Bloody wasters, absolute wasters. Stand, people.
God! This is the mime round. It's an absolute bloody... Okay, and now we're going to go into the final round. And of course, as it's a Tuesday, the final round is a mime round. Who could believe it? Der hat gar keinen Ball in der Hand. Nice imaginary shot there from Harris. It really could go anywhere at this point. Really high level. Der hat keinen Ball in der... Aber... Die haben keinen Ball mehr! The bucket getting moved back to its proper place. About time, if you ask me. She's juggling it around from her hands. Oh shit, der hat gejuggelt. Oh shit. Like as if it was an egg, and now she's and she spat it out. She did the egg spit. So a wonderful move there, quite late on. Illegal spit. From Striker, but she's in it to win it. Harris's ball. On it, like a car bonnet. Tommy Harris here, having a bit of beef. And he's peeling it as if it were a banana, which is an interesting move. Not sure if he hasn't had his potassium or what's going on today with Harris. And he's trying to... And the banana was the ball! What a fantastic move there from Harris. Unfortunately, that is the end. What a pathetic... There we go, Jeremy, that is over. How can he look his 8-year-old son in the face tonight? What a lump. We just have to wait for the referee now to announce it to make sure it is all official. Contestants in, please. Ich liebe alles daran. And the winner of the first annual Sports Board Championship is... Everyone! Okay, the ref has decreed once again a win for everyone, including me as my 15th win in the Sports Board Championship. I'm going to be celebrating tonight with my wife and children. Another wonderful victory for me. Here come the on-site security to collect their medals, their 6th and 7th respectively. And thanks again for watching the Sports Board Championships. What more is there to say? I'm Patrick Bannon, looking forward to celebrating tonight. And all that's left to say, Jeremy, is back to you in the studio. Patrick Bannon at an extraordinary final. Historic sports board, Jeremy. I didn't know you were a fan. Oh, yeah, I can wrench a doubler with the best of them, I'll have you know. I certainly wouldn't bet against you. When we come back, I'll be talking live with Prime Ministers Julia Salisbury and Peter Clement, who apparently have a big announcement you wouldn't want to miss. That's coming up after these messages. 1 minute back. Fucking microphone shocked me. What? Fucking microphone just shocked me. Where's that sound guy? Okay. Das war ja maximal fantastic fun. Ich muss sagen, Harrys Leistung war schon deutlich stärker. Fandest du? Ich fand ihn schwächer. We have even got shrubbery. You want to sling a hammer? We'll throw in the trees for free. You need a sleeping bag. We've got men's sleeping bags, boys' sleeping bags, couples' sleeping bags. Ich glaube, mein Studio ist ein bisschen kaputt. We got beds you can sleep on your front, back, head. You got piles. We got cushions for miles. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel so gut ist. Muss ich mir holen. Ja, der Anfang, das Tutorial war ein bisschen zu viel. Ein bisschen überfordernd. Aber danach der zweite Tag und jetzt der dritte Tag waren schon sehr funny. Welcome back. I am Julia Salisbury and Peter Clement. Welcome to the National Nightly News, Prime Ministers. Oh, please, it's just Julia and... Ah! Much entitled, as it doesn't seem very advanced. We're delighted to be here. Well, firstly, I should ask how you feel about the graffiti that's been springing up across the capital. Should we be worried? Oh, no, you definitely shouldn't be worried. Well, not unless you've got a fatal paint allergy anyway. But yes, it does seem that there are still some people we haven't been able to help. You know, whingers mostly. People who've yet to benefit from the many advantages of the new future. And you know, Megan, as my old mum used to say, there are some pissants who just don't know how to be happy. We're working hard to reach these people, find out what they're angry about and how we can help.
The door to my government is always open. Someone's tripping on me. But we didn't come here to talk about what may yet turn out to be some alternative arts project. Which we no doubt will have funded. When we want to talk to the nation about something far more exciting. Yes, your office briefed us that you have an announcement to make, but they were being surprisingly secretive about it. Let me ask you a question, Megan. Oh, okay, it's not usually how it works, but... What scares you? I mean, really scares you? It's death, Pet. She's talking about death. We're all afraid of our deaths. It's part of being human. Sorry, are you saying that Advance have cured death? That'll be a vote winner. Yep, that was definitely a drop there. But while we may not have cured death, we hope we found a way to make it much less scary. And much less painful and much less expensive. Look, which is me close-up camera? Oh, there? sorry, yes, it's camera 4 right there. When I was 13, me mum came and got me from school. He was to go to the hospital. Me granddad, he'd collapsed that morning, so we'd all to say our goodbyes. And I went in to see him. He were all frail and pale. And I was scared because I'd only seen him the week before, and he'd been fit as fiddle. And he said to me, Peter, he said, it's the right time. I don't ever want to be a burden to the people I love. Was that the last time you saw him? Nope. 3 days later, he were back home. He lived with us for 9 miserable years after that. He had to be fed with a rubber spoon. He had a commode, so he'd just take a shit right there in the lounge while we were watching. Oh, ich konnte nicht zensieren. Wait till half time. That sounds... It was awful. It were awful for us, and this is the point. It were awful for him. He could see it was destroying me, man, watching him slowly fade away. And he would beg her to turn off his breathing equipment at night, but she couldn't, or she wouldn't. It were a crime, you see. And she didn't want to lose the children, as well as her old man. No family should have to suffer like Peter's did. And now no family will have to. The health service is today opening the first of 300 new transition centres. The transition centres will handle everything for your last days. The legal, financial, medical and emotional costs are all catered for and paid for by the government. So even the poorest citizen gets to pass on with dignity when they choose. And that choice is important. Yes. This is a service only for people who choose it. For people who feel they've run their course and don't want to burden themselves or their families with a slow, long, humiliating decline. Just giving me electric shock. Are you okay? I don't know. I think it from my asshole. Oh, we're still on the air, Peter. Yes. Sorry. My apologies. Oh. Are you not worried that this new system... Was ist denn los mit ihm? In what way? Sorry, I've got zapped again. Can I get a little bit of help here, please? That the older generation might feel somewhat... Jesus, a raw shell face, fucker! That one was massive. Right, no, this bastard's coming off. That the older generation might feel somewhat coerced. Coerced into spending their final days eating gourmet food and drinking fine wine and... Ach, sein Mikrofon schockt ihn immer. Look, I am perfectly capable of... Oh, my grandmother with a rusty twat! Prime Minister, please watch your language. For fuck's sake! Go get yourself sorted out. Right. We're launching a government information film tonight. It should tell your viewers everything they need to know. You really do move at a breathless pace. It's hard to believe you've yet to be in office a year. Oh, Megan, we're only getting started. And on that note, thank you both so much for being here. Jeremy. Right, yes, that's all we have time for tonight. Our thank yous go out to our guests. Congratulations to all the winners at the Sports Board Final, and we'll see you tomorrow night at the same time. My name is Jeremy Donaldson. If you can, have a peaceful night. And we're out. Good job, everybody. So they just... I don't suppose there's any way this could be a good thing.
It's for my nephew, so we transitioned the moment I saw the leak. Bin ich jetzt tot? C-E? So schlecht war das doch gar nicht. Ich war die ganze Zeit im grünen Bereich. Aber ich war doch die ganze Zeit im grünen Bereich. Eine leichte Gehaltskürzung. Nicht täglich besorgt. Wohlhabend. Ich bin jetzt wohlhabend. Ich bin aber wohlhabend.